alles verkauft für dieses Auto, um die Freiheit zu gewinnen. Das Ganze macht ihr aber nicht erst seit gestern, sondern ihr seid im Empire Liner unterwegs und das europaweit. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellst, du bist die... Ich bin die Özlem, Ja. bin 44 Jahre alt. Wie alt? 44. Echt? Ja. Ich hätte ja gedacht, du bist so 35. Nee, Dankeschön. maximal. Sie hat einen guten Nebenmann. Genau. Super. Ja, und du lebst in dem Auto? Ja, seit 7 Monaten jetzt. Ja. Warte, ich zeig dich mal gerade, also bevor wir auf deinen Mann eingehen. Du bist ja jetzt eine hübsche junge Frau, die braucht ja normalerweise viele Kleider und Schuhe. Die habe ich auch. Ist der Wagen groß genug dafür? Der ist groß genug. Das schauen wir gleich mal rein und dann. Gucken wir gleich Ja, mal. genau. Hab genug dabei. Man ist ja so, man kann ja da nicht so viele gebügelte Sachen, oder geht das auch? Ja, doch, ich habe auch ein Bügeleisen und ein Bügelbrett dabei. Bügelbrett. Und die Haare gehen auch alles? Ja, geht alles. Geht alles? Geht Duschen, alles. Man muss es auswaschen? nur wollen, dann geht alles. Hi, und du bist der? Ich bin der Ali. Ich bin 50 fast. Also noch ein Jahr. Ich dachte, so ein junges Ding hast du dir angelacht. Ja, Mann, ich habe vorher gedacht, was mache ich, wenn ich älter werde? Da muss ich mir einen jungen Brunnen holen, Der dich pflegt. Ja, genau, so auf die Art. Nee, ich bin ganz zufrieden mit meiner Frau. Ja, es ist Sonnenschein und wir sind tatsächlich hier in Schlüsselfeld, natürlich am Standort von Morelo. Du hast einen Empire Liner, wir zeigen das mal gerade, da brauchen wir einen C-Führerschein für. Den hast du schon immer gehabt? Den habe ich nicht gehabt, den musste ich machen und das habe ich hier bei der, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Ja, sag. beim Bernd Kaiser hier in Schlüsselfeld mit einem sehr schönen Kurs gemacht. Hier auch nochmal ein Gruß an Bernd. Aber es war alles ganz locker und ganz easy. Hat alles Ging. Das heißt, du hast einen C-Führerschein gemacht in 2 Wochen. richtig so in der Art, genau. Mit CE, mit Anhänger? Ja, mit allem drum und dran. Ich habe gesagt, einmal rein, den brauchen wir jetzt und dann haben wir das auch gemacht. Und du? Ich fahre nicht. Nee, ich fahre den Mini. Du fährst den Mini. Da ist nämlich ein Auto hinten drin, gell? Genau, das ist eine Garage hinten drin und da haben wir unseren Mini. So, jetzt war eine Frage. Er ist jetzt so knapp 50. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind seit 22 Jahren jetzt zusammen. Boah, schon so lange. So hat er dich dann kennengelernt. Habt ihr jetzt so viel schon gearbeitet, dass ihr euch das leisten könnt? Ja, wir haben viel gearbeitet. Ja. Manchmal auch die 7-Tage-Woche durchgezogen. Und was habt ihr gemacht? Also ich bin Industriekauffrau Gelernte, habe als Order-Admin gearbeitet. Als was? Order-Admin. Habe Auftragssachbearbeitung in einer amerikanischen Firma gemacht. Order-Admin? Order-Admin, ja. 13 Jahre war ich dort tätig, ja. Okay. Genau. Und mein Mann, der ist selbstständig gewesen und hat zusätzlich noch gearbeitet, Vollzeitjob. Also der hat 7 Tage durchgemacht. Was hat der gemacht? Der ist Hochzeit-Wedding-Planner und Scheiße, echt? ja, Frank. Unter. Ja, alles drum. Ich habe eigentlich mit Musik angefangen, habe dann auch in der Hochzeitsbranche mich etabliert. Aber habe auch nebenbei auch immer in der Woche noch als Zollabfertigung, als Lagerarbeiter immer noch was gemacht. Aber du bist Hochzeits- und Wedding-Planner. Auch, ja. Echt? Ja. Sie hat sich gerade in die Sonne gestellt, hast du gehört? Ja, sie kriegt ja immer so glübschende Augen und dann dreht es dann raus. Sag mal, wie habt ihr euch denn kennengelernt, wenn er Hochzeits- und Wedding-Planner ist? Nicht auf einer Hochzeit. Und wie? Wo? Im Internet. Wie im Internet? Wo denn? Ja, es war eine Chatseite, eine türkische, und da hatte ich gerade Abiturstress und bin dann heute online gewesen, um ein bisschen Stress abzubauen, und da ist er mir positiv aufgefallen in der Chatgruppe und so haben wir uns kennengelernt und es hat mit sich dann mal Dissen weiterentwickelt. Mit was? Wir haben uns gegenseitig Okay. gedisst am Anfang. Ja, das Auf Türkisch? Ja, So fängt, also, ja. ja, wir wollten nicht zugeben. Ich glaube, sie wollte nicht zugeben, ich wollte nicht zugeben, dass wir uns gegenseitig gefallen. Und dann hat es erstmal mit Krach und Streit angefangen und dann kam es dann alles ein bisschen besser rum. Und irgendwann haben wir gesagt, wir treffen uns. Und sie wollte nicht zu mir kommen, 400 Kilometer war dazwischen. Und ich habe gesagt, ich komme auch nicht zu dir. Und dann haben wir Ja, ist ja gesagt, klar. Dann haben wir uns in Paris getroffen. Dann sind wir nach Paris gefahren und haben gesagt, okay, wir machen das erste Date in Paris. Du kommst mit dem Flieger, ich komme mit dem Flieger. Sie durfte nicht, ihr Vater, die hat gesagt, hey, ich gehe Ich wollte nämlich gerade sagen, ihr seid ja Deutsche mit türkischen Wurzeln. Stimmt das? Türkische Abstammung, genau. Türkische Abstammung. Ja. Und da ist ja nicht mal eben heiraten angesagt, sondern da wird der Vater, der hat ja schon was mitzureden. Ich nehme an, mit Ziegen habe ich irgendwas gehört und Schafen. Okay. So viel Kilo Gold und so habe ich bekommen. Genau. Nee, das stimmt ja alles nicht mehr. Aber ist ja schon so, der Vater ist ja, du bist ja sein Schätzchen. Ja, und normalerweise ist das, glaube ich, auch vorbestimmt, so ein kleines bisschen, weiß ich Genau, nicht. also so kennenlernen und so, natürlich, der will sich das ja auch nochmal anschauen und so, wie ist er überhaupt, und darf ich meine Tochter in treue Ende geben und ist er gut und nett. Das war auch so abgestimmt vorher, bestimmt. Aber du bist jetzt wie alt? 44. Und ihr habt euch kennengelernt vor?
Moment, ich habe es eben falsch gesagt, ne? Ich bin ein bisschen Nein, war schon aufgeregt. richtig, 22 Jahre. 2001 haben wir uns Genau. kennengelernt und das sind 23 Jahre jetzt. 23 Jahre, da warst du 2003 21. haben wir geheiratet. Also 2 Jahre hatten wir Kennenlernphase sozusagen. Was hat er gesagt, dein Vater? Mein Vater, ja, du musst es wissen. Er hat ihn kennengelernt, fand ihn ganz nett und sagte, ja, du musst Echt, hat er gesagt, du musst wissen? Ja, du musst es Und die wissen. Mama? Mama auch, ja. Mama auch. Ja. Haben die vertrauen immer der Tochter. durchgecheckt, so geldmäßig, ob da alles stimmt? Ja, das sowieso. Also- Was er gelernt hat und was er zu bieten hat, das wurde natürlich alles abgecheckt. Das war Spaß. Also muss man sagen, ihr habt euch echt dann sofort verliebt oder hast du ein bisschen gebraucht? Doch, also gemocht erstmal so. Natürlich, verlieben ist nochmal eine andere Sache. Das kommt immer mit der Zeit und desto mehr man den Menschen Sag das kennenlernt. nochmal. Es kommt mit der Zeit, die Liebe. Die Liebe kommt mit der Die Liebe Zeit. kommt mit der Zeit. Erst ist es halt so, ich mag Fremde. ihn, der Fremde halt, man kennt ihn ja nicht so. Das war ja eher mehr so Schreiben, Chatten. Und später, desto mehr man ihn kennengelernt hat, desto mehr geht der Herz auf. Das heißt, nach den 2 Jahren durftest du ihr mal einen Kuss auf die Backe geben. Ja, genau, sonst Ehrenmord. Sonst nein, Quatsch. Also, das war schon ganz locker eigentlich. Ihre Familie ist jetzt nicht so streng islamistisch oder so. Also, Okay. wir auch nicht. Und das hat schon eigentlich geklappt. Es war nur eine Sache, sie ist Sunnitin, ich bin alevitisch. Habe ich gehört. Also ich kenne ich auch eine Sunnitin und das ist da schon ein bisschen anders. So ein Ja. bisschen zwischen, ja, das wird auch nochmal so. Und da ist er nicht so einfach unterschieden. treffen und ja genau. Genau, ja. Da ist Aber- alles sehr Aber da streng. waren wir so offen und loyal. Meine Familie hatte halt jetzt nichts gegen gehabt und hat den kennengelernt, sagte, okay, du weißt, wie wir dich erzogen haben. Ja. Du hast ihn jetzt kennengelernt und du musst jetzt entscheiden, ob der zu uns passt, zu der Familie, zu der Erziehung und zu allem. Und da vertrauen wir, die hat mein Papa gesagt. Und So. das war schön, ja. Als du denn gesagt hast deinen Eltern so, wir verkaufen jetzt alles und ziehen in ein Auto, was habt ihr dann? Ja, meinen Papa gibt es leider nicht mehr. Der ist, er gestorben? Ja, der ist verstorben, hatte Krebs. Meine Mama hat dann erstmal den da gemacht. Geht's noch? Ja, geht's noch? Du willst Weil jetzt das ein Haus Auto ist ja, nehmen? das Haus ist ja schon wichtig, oder? Ja, wir hatten 2015 gebaut, hatten halt ein frisches, schönes unser Träumhäuschen gezeichnet und gemacht und alles schön eingerichtet. Und dann haben wir gesagt, nee, wir schmeißen jetzt alles sozusagen in die Luft und kaufen jetzt einen Wohnwagen und leben da drin. Saugeil. Wie jetzt. Das ist ernst und die ganze Familie, nicht nur Mama. Alle haben geschaut. Hast du noch mehr? Irgendwie jetzt eine Schwester, einen Bruder? Ja, ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Die ist ja auch nicht mehr so oft jetzt, oder? Oder Nee, sehe ich nicht mehr so oft. Aber dadurch, dass wir die Entfernung halt hatten, die 400 Kilometer, ich bin ja hergezogen nach Darmstadt, haben wir uns auch nicht so oft gesehen. Mehr in den Ferienzeiten halt, ne? So, wenn man Urlaub hatte. Und war auch nicht so jetzt. Wie lange seid ihr jetzt unterwegs schon? Wir sind jetzt seit Oktober unterwegs, letzten Jahres. 7 Monate, ja, so Und? 7 Monate. Super. Geil. Ich will nicht mehr zurück ins Häuschen. Nee. Was ist denn so toll? Erzähl mal. Ach, Ihr habt ja Hunde dabei, 2 Stück. Wir haben 2 Hunde dabei. Das neue Entdecken von Orten, neue Menschen kennenlernen, einfach spannend für uns, weil wir sind ja auch nicht Camper gewesen. Das ist ja alles so neu. Ihr habt bei für Null uns. angefangen? Bei Null angefangen. Wir hatten noch nie einen Wohnwagen, wir haben noch nie gecampt und es war alles halt Neuland. Aber wir haben Spaß daran, auch Neues zu entdecken. Und Du Ja. weißt, warum ich dich so oft frage jetzt, ja, weil ich glaube, dass dein Mann ein guter Verkäufer ist, ja, und der kann die Sachen wer reden kann. und die meisten, Nur so wie die Frau. weißt du, viele Frauen und ich habe dich so eingeschätzt, dass du ehrlich bist und anständig, ja, und du wirst mir die Wahrheit sagen. Bei ihm weiß ich noch nicht, das werde ich dann sehen. Ja. Ihr habt einen eigenen Blog, wo ihr so ein kleines bisschen darüber berichtet, was ihr macht, oder? Ja, genau, das haben wir erst mit dem Camping angefangen eigentlich, weil wir hatten sehr viele Verwandte und Freunde und ist ja schön, dass sie sich Sorgen machen und so alles. Ja. Aber dann haben wir auch gemerkt, wir müssen denen auch immer Bescheid geben und dies und das. Echt? Ja, gefühlte 400 Cousins, 300 Onkels, 200 Tanten. Und Echt, ist das so eine Großfamilie? wir haben beide eigentlich eine recht große Familie. Und dann, was heißt, Ach so, damit ihr die nicht dauernd versorgen müsst über WhatsApp, habt ihr gesagt, komm, wir machen es öffentlich, da könnt ihr reingucken. ja auch das mit dem Hintergrund, aber nicht nur. Wir haben auch Spaß daran und dann haben wir auch Zeitvertreib dadurch oder so ein Tagebuch, also ein Nachschlagwerk, wenn uns irgendwas in der Pampa passiert, dann haben wir noch was hinterlassen, so auf die Art von unseren Reisen. Also so. So, du kamst dann an, hast gesagt, wir verkaufen jetzt die Bude. Gut, jetzt war ja Er vor... kam an, hat es mir vorgeschlagen, ich habe gesagt, Ihr habt es jetzt wann verkauft?
2021, ne? War ja gar nicht so schlecht, die Zeit 21, Ja, um ein das war Haus. die perfekte Zeit, um zu verkaufen. Und das denkst du, okay, why not? Aber ihr habt ja wahrscheinlich gutes Geld fürs Haus noch bekommen, oder? Ja, wir haben gutes Gewinn damit genommen. Ja, das ist dann ganz gut. Das heißt, von einem Teil davon, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück. Wenn ihr mal kurz nach links kommt, nämlich, ihr habt euch extra schick gemacht. Nicht, dass du nicht immer schick aussiehst, aber. Durch dich ein neues T-Shirt bekommen. Ehrlich? Ja, Mann, das ganze Geld geht auf sie. Und jetzt habe ich schon. Ach so, ihr habt Ich so. habe jetzt viel weniger Geld auch nicht. Ich habe nicht mal so viel. So, da steht euer Auto. Ich kenne mich ja ein bisschen aus. So ein Auto kostet gut und gerne 600.000, 700.000 Euro. Ja, wir hatten das gebraucht gekauft, aber wir haben knappe 600. Knappe 600. So, der hat auch ein bisschen Werte halt, aber er wird nicht mehr. Das ist also, es war vielleicht während der Pandemie mal so ein bisschen, aber ihr werdet ja auch nicht jünger. Ja, jünger nicht, aber ich glaube, wir sind erstmal zufrieden mit unserem Auto. Das wird erstmal eine lange Zeit bei uns bleiben. Wenn wir es schaffen, wollen wir es vielleicht nur eintauschen gegen Slideout, weil wegen den Hunden. Aber In Slideout. Okay. So, also das ist ein Empire Liner. Dafür brauchst du natürlich einen LKW-Führerschein und der hat Hubstützen. der hat Hubstützen, der hat die Hühnerkopfbühne hinten für eine Mini. Das macht das alles ganz gemütlich und der ist sehr autarkstark. Ich habe, glaube ich, 2000 Lithium. 2000 Ampere. Genau, von der Firma, wenn ich das sagen darf. Sock. Von der Steitz in Groß-Gerau. Ja. Und 12 Paneele oben, die auch nochmal 2000 noch was reinbringen. Okay. Zwei Das heißt, Wechsel- wenn die bei euch einbrechen, dann sollen sie hinten in der Garage einbrechen, die Lithiumbatterien klauen. Ja, da lohnt sich das ja. Und nicht die Fake Rolex. Ja, genau. Nee, Rolex haben wir alles da schon weggegeben. Das ist dann auch ins Auto reingefallen. So, du hattest auch schon mal hier Feinkontakt hier mit dem Spiegel. Nee, das waren andere immer. Ich habe Diesmal also weiß nicht. nichts verschuldet, gar nichts gemacht. Es waren immer andere, die dann unser Auto entweder geknutscht haben oder geküsst haben. Ist aber sonst nichts Schlimmes passiert bisher. Wir hatten einen Palmensturz. Ein was? In Cabo de, wo war das? Capo de Gata war das in Spanien, ja. Aufgewacht und die Palme war Ja, direkt scheiße. vor dem Auto. Da vorne rechts hat es dann mit dem Spiegel und da unten hat es noch mal ein bisschen gekracht. Aber nicht auf dem Auto. Glück gehabt, 10 Zentimeter weiter und wir hätten, glaube ich, einen Riesenschaden gehabt. Haben wir nochmal Glück gehabt. So, jetzt werden viele Leute fragen, ihr habt ja alles verkauft. Ihr habt ja noch einen Wohnsitz in Deutschland. Ja, mein Elternhaus ist noch da. Wie gesagt, mein Vater hat es mir doch erlaubt, dass wir dort die Anmeldung haben. Der hat auch gesagt, so, was, du sollst Haus kaufen in Deutschland, nicht ein Haus auf Räder kaufen. Der hat mich erst mal verschimpft. Ja, man verkauft Und dann keine hat er aber dann das eingesehen, dass das doch schön ist. Ein laufendes Haus ist auch was anderes. Sag mal, ihr sprecht untereinander Deutsch-Türkisch gemischt. Genau, so wie wir es gerade leichter haben. Manche Sachen kommen auf Türkisch raus, manche Sachen auf Deutsch. Deswegen auch unser Kanal, da haben schon viele geschimpft, macht entweder auf Deutsch oder auf Türkisch. Und da haben wir auch schon gesagt, so, ja, es geht nicht anders. Das ist einfach so. Aber was ist denn jetzt Deutsch-Türkisch? Das ist beides gemischt, du. Das ist das die Almans, das nennt man so bei den Türken. Die Almans, die eigentlich türkisch. Na, wie nennt man das? Die Almans. Die Almans sind die Deutsch-Türken. Ja, genau, die alles durcheinander schmeißen. Das Wort, was ich gerade nicht weiß, Einfällt. haust dann auf Türkisch raus. Ach so, das heißt, diese Serie auf der ARD, die gibt's wirklich, die Almans. Jetzt wirklich, ja, genau. Hab ich gar nicht gewusst. Das ist schon auf True Story, also das ist schon richtig so. Aber ihr seid ja voll das Dream-Team hier. Ihr habt natürlich keine Kids, oder habt ihr Kids? Wir wollten mal, aber es sollte nicht sein. Und dann, Ist ja, nee, ich frage ja nur mal, weil die Leute werden ja fragen, mit den Kindern und so. Ist so, aber ihr habt ja 2 Hunde, das ist ja schon mal eine gute Alternative. Ich habe ja auch 3 Hunde, Genau. plus noch einen Sohn und noch 2 Töchter. Also war so ein kleines bisschen. Ihr habt den jetzt ein halbes Jahr ungefähr? nee, Nee, ein jetzt bisschen haben wir länger. Jahrestag gehabt. letztes Jahrestag. Jahr im Mai haben wir es geholt, dann Vorbereitung gemacht und alles Und recherchiert. ihr macht seit einem Jahr ja keinen Urlaub, sondern das ist ja schon euer Leben. Wir liegen da drin und richtig voll. Wir haben also wirklich nur noch vielleicht 5 Kartons, Bilder und Albums so bei den Eltern gelassen. Und alles andere haben wir alles weggegeben, damit wir auch keine Last haben. Also das wurde uns so geraten, dass du keinen Schulterdruck oder Wer hat euch das geraten? Der Forums und Freunde, die wir dann auch gefragt haben, die, sage ich jetzt mal so, Camping machen. Du willst ja dann auch ein bisschen recherchieren und guckst dann, wie musst neue Sachen lernen, viel Input rein. Wie bist du auch zu dem Geistlichen deines Vertrauens gegangen und hast ihn im Rat gefragt? Ja, genau. Das war Glaube ich, oder? zu viel Neuland. Ja. Zu viele Sachen, die ich nicht wusste. Und da bist du dann erstmal ein bisschen skeptisch und lernst erstmal viel. Sag mal, ich stehe doch schon mal frei? Bitte? Frei haben wir noch nicht gestanden. Immer am Platz. Raststätte ja, Pausen, wenn es dann nicht weiterging. Und dann haben wir immer mehr gelernt, das macht man nicht, das macht man. Das macht man nicht, das macht man auch. Und so wie es jetzt die 7 Monate war das traumhaft für uns. Also, ich darf mal zusammenfassen. Also es geht gleich noch weiter. Wenn wir uns das Auto von innen angucken, wir gucken mal auf die Hühnerkopf-Garage. Ja. Hühnerkopf Klaus ist ein
Veredler aus Hessen, so kann ich das sagen. Und der hat diesen Slide-Out reingefahren nach hinten. Das Besondere ist, du fährst das Auto drauf, also du kannst mir ins Hemd treten, wenn es nicht stimmt. Nein, alles gut. Du fährst raus, fährst dann mit dem Auto drauf und der ganze Schlitten fährt rein. Genau, ich kann die Bequemlichkeit eigentlich hier in dem Sinne, Morelo hat ja auch ein Seilzug-System, aber durch das Hühnerkopf hast du die ganze Binderei und den Festzuzurren, kannst alles draußen gemütlich machen und ich kann nicht mit diesem dicken Bauch da rein immer klettern. Mach mal. Nee, das lassen wir jetzt nicht. Achso, was meinst du? Nein, da den mal rausfahren, den Schlitten, geht das? Nur mal die ganze ja, nur mal so ein paar Zentimeter. Nee, einfach nur mal ein Stückchen. Ach ja. Also, dass man nur mal sehen kann. Weil es ist natürlich auch teuer, so ein Ding, aber es lohnt sich, ne? Auf jeden Fall, ja. So, da vorne ist nämlich hier der Schlitten und der fährt jetzt automatisch raus. Ich halte mal an. Der Hühnerkopf, die Premium-Manufaktur, das langt schon, ist okay. Also das ganze Ding fährt raus, du fährst dann mit dem Auto drauf und fährst dann zurück. Genau, und dann erstmal zugurten und dann, dass es also transportsicher ist. Aufpassen, dass der Fahrradlift oben ist und das und das. Ja. Und dann kann man da oben ist noch ein Fahrradlift. Genau, so, können wir mal zeigen. Im Moment dient er als Transportschrank für Ösems überwiegende Klamotten, die jetzt entsorgt werden müssen. Achso, das ist der Keller. Darf ich das mal sehen, was da drin ist? Der Keller? Komm, zeig mal. Was heißt zu sehen? Also, Zu sehen sind jetzt nicht sein, aber ja, so, da 2-3 Ikea-Kisten, die wir dann noch mal jetzt weggeben wollen an Bedürftige. Ja, bitte, wenn du mal kurz runterfährst. Bitte? Da kommen jetzt demnächst die Fahrräder drauf. Wir müssen uns noch ein bisschen reorganisieren, dass wir halt einiges, was wir zu viel mitgenommen haben, aussortieren. Und dann kommen die Fahrräder. Man hat ja so viel. Die Klamotten sind, glaube ich, vorne. Hier sind die ganzen Werkzeugsachen. Ich habe Schleifpapier in jeder Größe dabei. Schleifpapier. Alter, ich habe alles dabei. Bist du so ein Schleifer? Ja, ich habe so Must-Haves-Forums gelesen. Das musst du haben, das musst du haben. Ich habe Dichtringe, ich habe Holzkeile. Alles mitgenommen, was man mitnehmen kann eigentlich so. Alles. Aber war alles zu überfällig. So. Also das Schöne ist, das kriegst du ja dann raus und dann ist hier die Kühlbox mit drauf. Darf ich mal reingucken? Gerne. Muss noch mal kurz mal schauen. Was ist das? Den türkischen Mante. Was sind das? Das sind so Teigtaschen mit Kackfleisch. Genau. Sind die gut? Ja, Okay. muss mal probieren. Das sind die Hundefutterdosen, die ich koche ja für Sag die mal, Hunde selber. jetzt mal eine blöde Frage. Wie kannst du erkennen, was Hundefutter ist und nicht? Nicht Wir dass du haben versehentlich... bestimmte Boxen. Achso, Und auch wenn ich das jetzt esse, das ist ganz normales Achso, das könntest du auch essen. Ja, genau. Das ist Kürbis, das ist Zucchini. Also ich mache halt Kohlenhydrate, Fleisch und so zusammensetzen. Die haben eine Ernährungsberaterin und damit haben wir dann ein Konzept gemacht, was für Mengen ich kochen muss, welche Komponenten es beinhalten muss, Kohlenhydrate, Proteine für die Hunde. Für die Hunde. Ja, ich koche für die selber. Die Hunde kriegen besseres Fleisch wie ich. Ich schwöre dir. Scheiße, echt? Das machst du? Ja, das mache ich. Gerne. Ist ja auch nicht billig, so Hundefutter. Wenn du jetzt Top-Hundefutter kaufst, dann weißt du auch nicht, was drin ist. Genau. Und so weißt du, was drin ist, was so für ein Fleisch, wie viel Fleisch und was für ein Fleisch da drin ist. Und, ne? Ja. Der war auch schon mal schlanker, ne? Ja, der ist immer noch gut. So. Ist aber auch ein Zeichen, dass ihm gut geht, oder? Mir geht's sehr gut. Sie kocht super. Sag mal jetzt mal eine Frage. Das ist ja hier ein Macher, den du dir da angelacht hast, ja, seit 22 oder 23 Jahren. Wie kommt er denn so klar? Weil ich meine, er will bestimmen, du willst bestimmen. Ja, mal ich, 50-50. Mal er, mal ich. Das war. Nein, mal bestimmt er, mal ich. Ne? Also. Sie kriegt ab und zu Schläge von mir. Nee, glaube ich jetzt nicht. Aber ist ja die Frage, ist ja in so einer Beziehung, jetzt seid ihr hier auf engstem Raum, ihr kennt euch ja schon ein kleines bisschen, aber das ist doch schon sehr eng, oder? Ja, ist eng, aber es tut nicht weh. Es tut uns gut eigentlich. Also wir verstehen uns sehr gut. Wir sind nicht nur ein Paar, sondern auch sehr gute Freunde. Also wir ergänzen uns in allen Sachen und funktioniert einfach gut. Natürlich gibt es Zeiten, wo man sich auch mal streitet, aber dafür hat Morelia die Schiebetüren eingebaut. Dann macht man halt so, geht man Ist da auseinander. ist da vorne im Bett ein extra Bett noch? Ja. Nee, wir haben vorne Im Bett? Ein extra Bett? Nein, aber es gibt doch vorne die Bank. Die Couch. Da muss auf die Couch. Genau. Es gibt aber auch nur wenig Streit. Wenn ich mal Fußball gucken will und sie will aber Film gucken, dann geht's. Ja, aber es gibt ja auch so Entscheidungen, wo es zum Beispiel hingeht. Ist das so, wo der Wind gerade weht? Oder wenn es euch irgendwo gefällt, bleibt ihr länger? Genau. Also wir haben uns extra nichts reservieren lassen. Also wir waren jetzt 5 Länder schon, also bis Portugal runter. Und wir haben uns da auch, einer hat gesagt, ohne Reservieren nicht losfahren. Dann hat gesagt, abenteuermäßig los.
Dann haben wir das mit dem Abenteuer gemacht und haben echt, also wir sind immer gut untergekommen und haben auch ein bisschen Glück gehabt natürlich manchmal. Aber das war, glaube ich, viel prickelnder und viel, weil es ja unsere Jugendfahrt war. Und da haben wir echt dann viel schönere Erlebnisse gehabt, dass wir nicht wussten, wo geht es denn jetzt nächste Woche hin. Wir müssen ja dann den Platz verlassen, wenn wir dann 2 Monate wo gestanden haben oder 1 Monat irgendwo gestanden haben. Dann war das immer so ein Abenteuer, zusammen geplant und immer eigentlich Step by Step geplant. Also nicht, da wollen wir in 4 Monaten sein. Und das hat die Özlem, die hat immer die Recherchen gemacht wegen den Rezensionen. Genau, und ich habe das mit dem Weg immer geguckt, wegen den LKW-Strecken und so. Und das hat gut geklappt. So, und das heißt, du bist verantwortlich, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Du bist das Hirn quasi und er ist... Ja, has to do. So jetzt, ihr seid unterwegs 1 Jahr jetzt schon und das Leben hat sich ja maßgeblich verändert. Ja, wir sind Wie lange schlaft ihr morgens? bis 9. Bis 9? 9, halb 10. Das ist schon geil, oder? Das ist geil. Das Beste daran ist ja, keinen Wecker stellen zu müssen. Gar keinen. Gar keinen. Es ist so, je nachdem, wann du Lust hast, gehst du schlafen. Hunde Wenn du Lust wecken hast, uns okay. So, die wollen ja mal pinkeln. Genau, sonst würde ich wahrscheinlich länger schlafen. Also wenn es in den Augen gelb wird, dann weißt du musst raus. Ja. Gut, das sind ja auch kleine Hunde, die machen nur kleine Pipi-Häufchen. Genau, nee, die haben sich damit auch ganz gut eingelebt bei uns. Also die schlafen bleibt auch gerne lange. Schlafen die im Bett? Nee. Ja, Scheiße, das echt? wirst du gleich sehen, wie unser Bett aussieht. Okay. So, das heißt, Auto ist drin. Ich finde schon mal ganz wichtig, dass ihr ein Auto dabei habt. Ich zeig's mal, da vorne ist der Mini. So, und das ist ein schickes Auto. Damit bist du viel flexibler. Ich glaube, wenn du nur auf dem Campingplatz wärst, hättest kein Auto, ich glaube, dann wärt ihr heute nicht mehr zusammen. Also es ist natürlich flexibler wegen Einkaufen. Ist so ein Punkt, weil ich auch für die Hunde auch koche, alle 3 Tage mal wieder frisch einkaufe und auch, wir wollen ja auch vieles sehen und besichtigen. Deswegen ist der auch unverzichtbar. Wer hat denn jetzt die meiste Kohle? Du oder er? Beide. Beide. Es gehört Aber ja uns alles gemeinsam. Ja, stimmt, Zugewinngemeinschaft, ja. Das heißt, ihr habt keinen Ehevertrag, gefangen, nee, wie nennt man das? Was? Verhangen, gefangen, so irgendwas, ja. Ehevertrag, nee, sowas haben wir nicht. Heißt aber, ihr müsst ja schon, es sei denn, ihr verfügt über unendliche Geldressourcen, oder ist das so, wenn man sagt, okay, ich will jetzt leben, bis ich 90 bin, so, dann kommt ja wahrscheinlich nichts mehr rein im Moment, oder? Ja, im Moment kommt nichts rein. Zinserträge? Es gibt Anlage. schon einige Türen, die ich jetzt hier nicht öffnen möchte. Ja. Nein, es gibt ja auch sogenanntes, ich sag mal, passives Einkommen, was für einen arbeitet. Ja. Vielleicht hat man noch ein paar Häuser, ein paar Wohnungen und so weiter. Genau, eine Mitwohnung haben wir noch. Eine Da Mietwohnung. kommt halt noch was rein. Ansonsten arbeiten tun wir im Moment nicht beide. Wir haben uns halt die Auszeit genommen. Wir haben beide gekündigt, sozusagen, von unseren Festeinstellungen. Und wir schauen jetzt mal, wie lange wir das machen möchten. Sind ziemlich spontan unterwegs und dann, wenn wir nicht mehr wollen, dann werden wir halt wieder arbeiten, wenn es genug ist. Habt ihr das jetzt diskutiert überhaupt mal? Wie lange wollen wir das noch machen? Oder ist es im Moment so schön? Es ist einfach frei. Also wir wollen gucken, wie lange wir das machen möchten, wollen. Und wenn es nicht mehr Spaß macht, wenn es irgendwann mal so weit ist, dann geht's So, jetzt wieder kommt zurück. ihr kommt ja aus Ländern, wo es schöner ist als in Deutschland. Also ja, nicht, dass Deutschland nicht schön ist, aber Vom wettertechnisch. ein Meer, ich sag mal ein Meer, wo es warm ist und so weiter. Genau. Da, ich meine, heute ist ja mal ausnahmsweise, jetzt geht's ja, jetzt könnte man ja sagen, das könnte auch die Türkei sein, ja, aber das ist ja in Deutschland eher selten der Fall. Und 7 Monate war hier Scheißwetter und da wart ihr wo? In Portugal? In Spanien waren wir länger. Spanien. War es da schön? Das war super. Also wir haben im Dezember mit den Fliegen gekämpft, also mit den Mücken gekämpft. Da haben wir schon gesagt, Im Dezember? im Dezember. Die lieben Özlems Fleisch. Die wurde nur gestochen durch alles durch. Egal wie dick sie angezogen war, haben wir dann immer die Mückenstiche aussortiert. Und das im Dezember. Und es war dann halt schön natürlich. Weil das war unser 1. Dezember im warmen Land. Und? Und hey, das wollen wir nie wieder missen. Also. Was ist denn so einen ganzen Tag, wenn du nichts zu tun hast? Ja, du wachst auf um 9:30. Macht ihr Sport noch? Nö. Nee, Sport jetzt so direkt, also ehrlich gesagt noch nicht. Wollen wir machen, ja, Bewegung, Gymnastik, bisschen Dings, Dehnübungen.
Aber mehr auch dann nicht. Das soll alles noch kommen mit, das ist so eine Dingsvorrichtung. Ich hab gerade meinen Fuß da drauf gestellt, dann ist das egal. Das heißt, ihr steht auf, dann sagen wir mal 9, halb 10, dann müssen die Hunde ja raus. Das heißt, irgendeiner muss die mal so für 4 Minuten mal rausbringen. Dann geht der Fernseher an mit Netflix, die neue Folge weitergucken? Nein, also Fernsehen haben wir auch fast überhaupt nicht geguckt. Also 7 Monaten war da vielleicht nur 5-mal an oder sowas. Ja. Es war das Neue zu entdecken, also die Unterhaltung, das Erlebnis, was wir an dem Tag dann hatten, die neuen Menschen, dieses Camping, die nicht geschriebenen Campingregeln, die wir dann auch von anderen Leuten erzählt bekommen oder die Erfahrung. Aber ihr seid auf Plätzen, ihr unterhaltet euch mit anderen Leuten. Ja, sehr gerne sogar. Diese Smalltalks, die sich dann ergeben durch den Nachbar und dann die Neugier von uns. Wir fragen dann auch sehr viel, wie macht ihr das und dies und das. Und dann kriegen wir das erzählt und abends wird das dann durchgekaut zusammen. Guck mal, das wussten wir auch nicht und das wussten wir. Aber ihr habt angefangen, ja gut, ihr habt ja jetzt mehr Zeit zusammen. Also ihr habt ja vorher getrennt gearbeitet und jetzt seid ihr ja 24/7 zusammen. Geht das? Geht. Geht. Funktioniert, wir können beide immer noch lachen. Jetzt aber jetzt nur fürs Video, oder? Nee. Wenn du mal hier so umfragst, wir sind eigentlich immer gut harmonisch unterwegs. Also es ist, natürlich knallt es auch mal, gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber es ist nie so schlimm, dass man wie würdest du dich beschreiben? Ein paar Tage nicht sehen. Wie würde ich mich beschreiben? Oh Gott. Wie bist du? Schwierig. Ja, vom Typ her, was bist du eher so extrovertiert? Vom Typ her, das kann mir mein Mann besser sagen. Nee, sag du mal. Ich selber, würde ich mich beschreiben, ich bin ziemlich anpassungsfähig eigentlich. Ich passe mich der Lage an. Es ist nicht so, dass ich lerne gerne Neues kennen und entdecke Neues und ich habe nicht diese Kappen auf und sage, nee, es geht nur so, es geht nicht anders, sondern ich schaue auch nach links und nach rechts und versuche mir auch was abzugucken. Guck mal, die machen das so, die machen das so und versuche mir da so meinen Reim auch rauszubilden. Was hast du vorher gemacht? Hast du wahrscheinlich viele Freundinnen gehabt? Und Ja, Freunde. so ein Kreis, warst im Genau. Fitnessstudio? Ja. Ja. Ist jetzt alles nicht mehr, die Freundinnen Alles sind nicht weg? mehr. Freunde sind weg, ja. Es ist mehr. Also wir beschäftigen uns halt derzeit auch, weil das halt alles Neuland ist, wo können wir stehen, wie können wir stehen, wie fahren wir dahin, muss man reservieren, was muss man alles, wir müssen halt viel lernen. Es ist allein schon das Auto zu studieren, sage ich mal so. Ja gut, ist ein Jahr her, so langsam. Das hat auch gedauert. Okay, ein Jahr her ist es, aber wir leben ja seit 7 Monaten erst drin. Ne? Seit August sind wir drin, seit Oktober sind wir unterwegs. Also ihr habt das Auto seit einem Jahr, Fehler oder wie? Ja. Seit 1 Jahr und 7 Monate unterwegs da, also mit dem Auto. 7 Monate. Sie hat mal Fehler halt, wo man dann halt erstmal darüber lachen muss. Ich wollte gerade Grauwasser entleeren und Schwarzwasser entleeren. Hab dann gesagt, mach mal kurz das auf. Da hat sie einfach den Knopf gedrückt von dem Motor, vom Empire, wo es dann runterkommt alles. Und ich stand genau da unter. Also nochmal, es gibt es gibt ein Ventil elektrisch, mit dem das Grau und das Schwarzwasser abgelassen Genau, wird. und dem Und du lagst unter dem Auto. Genau, ich habe da was geguckt. Und die hat dich mit Scheiße. Ja, wollte die Kamera da ein bisschen besser einstellen und sauber machen. Und dann drück mal das, irgendwas habe ich dir gesagt. Und die hat gesagt, sie soll den Motor auflassen. Hat sie dann den Motor betätigt. Dann kam die ganze Sülze auf mich. Ist Grauwasser oder Schwarzwasser? Schwarz. Schwarzwasser? Ja. Das heißt, die ganzen Fäkalien auf dich drauf. Ja, volle Kanne. Ich habe da schön gebadet. Und da hat sie. Und ich habe es nie wieder verwechselt. Das war das erste und letzte Mal, dass ich den vor, falschen Knopf gedrückt habe. das wär dir passiert. Ja, ich hätte gekreischt. Krischen. Habt ihr eine Waschmaschine? Ja. Ja, können wir uns gleich mal angucken. Ja. Sag mal so als Frau, will man da nicht mal so die Ruhe haben? So mal für sich mal ein bisschen? Ja, das machen wir ja. Er geht dann ins Wohnbereich, ich dann ins Schlafbereich so, wenn ich mal was lesen möchte oder so. Oder mal halt im Internet surfe, einfach mal. Was ist denn so mit der besten Freundin? Erzählt man ja schon mal so Sachen, wo man so ein Ventil ablassen will. Und ich weiß nicht, ob es bei euch so aber die ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, ihr telefoniert ja noch? Oder? Wir telefonieren, wir haben über WhatsApp und telefonisch halt Kontakt immer noch. Ja, es ist zwar nicht so jetzt wie damals halt, dass man sich sehen kann. Na klar, es wird weniger, oder? Ja. Wird weniger, ja. Man hat jetzt ja auch andere Themen, mit denen man beschäftigt ist. Sie hat 2 Kinder und ich bin halt
unterwegs und habe ganz andere Sorgen, so wie mit den Knöpfen, was ich noch so alles lernen muss. Boah, ich bin ja voll neidisch, aber ich muss da sagen, es muss auch vom Paar passen. Ich glaube, wenn es da nicht passt, dann kannst du es gerade vergessen, oder? Nee, Also wenn der eine das will, sie hat ja gesagt, sie ist anpassungsfähig. Wer kam denn auf die Idee mit dem Camping? Seid ihr beide morgens zeitgleich aufgestanden, habt gesagt, ey, campen? Nee, es war eher, also ich habe das entdeckt und habe dann auch gewusst, dass das vielleicht das Richtige für uns ist. Weil nach Corona wollten wir halt was verändern in unserem Leben. Ich wollte ja so einen Eventsaal aufmachen und das hat nicht geklappt. Und das hat geklappt, das waren zwar ein paar Rückschritte. Und dann habe ich eines Abends, glaube ich, in YouTube die Morelo-Seite gesehen, also Morelo-Videos aufgepoppt. Und am nächsten Morgen habe ich ihr das gesagt, hey, das. Die hat auch erst gesagt, bist du verrückt? Guck mal, ich habe 4 Schränke, Mann. Wie sollen die da rein? Ich habe 4 Schränke, Mann. Und die 300 Schuhe, wo sollen die alle da rein? In so einem Camping, okay, gute Idee, aber die hat dann wahrscheinlich erst gedacht, so ein kleiner Dings. Und dann habe ich ihr das immer mehr gezeigt. Und dann habe ich ihr gesagt, unsere Hunde werden es gut haben, wir werden es gut haben. Wir brauchen nicht mit Hotels oder Reservationen und so zu machen, wenn wir eine Reise machen wollen. Wir wollten uns ja auch in Türkei ablegen, so gesehen, also als Winterland. Ja. Dort überwintern. Und da habe ich gesagt, nee, so hast du dann Nachbarn, die du mitkaufst. Und wenn die dann nicht so mit dir in einem Ton sind. Ach so, ihr wolltet dort vielleicht ein Haus haben in der Türkei, so als Winter. Genau, überwintern halt immer in Türkei oder halt dann auch. Dann haben wir gesagt, nee, ein Haus ist ja dann auch was anderes. Und dann haben wir, wie gesagt, recherchiert und das war unser Ding und das hat dir gefallen. Ich bin da auch ganz glücklich mit der Özlem, dass die da, wie gesagt, dann auch für alles immer offen ist. Es gibt ja Schlimmeres als ein Empire-Liner. Ja. So, da vorne sind die Hunde, wir können uns die mal angucken. So, Özlem, wenn du mir mal kurz beschreibst, wie die Klappe da aufgeht. Ja, die hier. Welche? Die hier. Welche hätten Sie denn gerne? Die da, wo ich gerade davor stehe. Wenn es jetzt auf ist, die Klappe. Ja. Ist auf. So, dann, wenn du mir mal kurz beschreibst, was wir hier sehen. Das ist Männerabteilung. Nee, Ich bin für andere Sachen zuständig. Das ist nicht die Antwort. Sag mal, was sehen wir hier? Masterwort. Lesen. Das ist, So, da vorne ist die Löschdecke. Das ist Technik. Also da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist wahrscheinlich ein Ladegerät hier, was auch immer. Was ist denn das hier? Das da unten, das rote? Das ist für den Lenkrad. Fürs Lenkrad. Schloss, genau, weil wir ja uns nicht auskennen und man so viel Forum gelesen hat und das, wenn man dann das Autochen verlässt, so auch für den Minivan. Darf ich das mal zeigen, wenn du es mal gerade daneben hältst, bitte, neben dich? Das ist ein Lenkradschloss. Du weißt, dass sie das denn durchsägen? Das Lenkrad. Ja, ne? Ja, da kommen wir jetzt drauf, aber andere Informationen. Das habe ich ja eigentlich bestellt und gekauft. Weil aber die Leute gesagt haben, wenn du in Marokko bist, wenn du da bist. Und Stimmt, da klauen die dir ja den Mini. Wenn du frei stehst oder sowas dann oder du willst in die Stadt gehen, dann haben wir gedacht, gekauft, aber nie einmal benutzt. Wir haben mehr dabei, als wir eigentlich haben sollten. Sag mal, das, was ich gemerkt habe, ist, dass die Länder, die schlimmsten Informationen über die Länder sich am Schluss gar nicht als so schlimm rausstellen. Ja, Also ich war jetzt auch unten in Tunesien, die waren alle super lieb und ganz nett und gar nicht so, also man kriegt da ein anderes Bild manchmal, oder? Genau, es sind halt immer die Vorurteile. Man kriegt von rechts und links was zu hören, aber eigentlich muss man sich den Bild selber machen. Man muss halt hinfahren, der eine hat dann schlechte Erlebnisse und berichtet nur Schlechtes. Aber vielleicht war das nur ein Zufall, dem das halt getroffen hat. Und dann gibt er das alles so weiter und sagt, es sind alle so. Ihr macht ja schon mal einiges richtig. Das heißt, ihr steht ja nur auf Stellplätzen. Das ist schon mal wichtig. Ihr guckt euch die vorher an. Es gibt ja Unmengen an Apps, wo du sehen kannst, was ist das für einer. Es gibt, gut, ihr habt ein langes Auto. Gibt es da immer einen Stellplatz? Ja, mehr oder weniger. Also wir haben bisher immer Glück gehabt, wir haben nicht reserviert. Habe mich halt durch diese ganzen Apps informiert. Ich habe ja die Exi-App, die ADAC-App und den Camper-Kontakt und so halt die bekannten Apps runtergeladen, habe mich dann halt immer informiert, wie kann ich stehen und dann über Google Maps nochmal das angeschaut, über den Satelliten. Kommt er da rein, kommt er gut durch und er hat dann halt immer mitgecheckt. Ich denke, du kannst es wieder. Ich kann es wieder ablegen. Ja, genau. Das war aber ja meine Idee. So, dann bitte mal zumachen. Sag mal, wenn man hier so ein ganzes Haus auslädt, Möbel, was habt ihr denn damit gemacht? Alles weg, alles ersteigert in eBay. Verschenkt, auch zum Schwester. War das Finanzamt denn gleich da, weil ihr wahrscheinlich mehr als 5 Teile verkauft habt? Nee, die waren noch nicht da. Vielleicht nach dem Video. Nein, aber das darf man ja. Man darf auf eBay seine Sachen verkaufen. Aber ich habe gehört, wenn du mehr irgendwie 20 Teile... Ja, genau. Dann kommt das Finanzamt gewerblich. Einkommensteuermeldung angeben, das haben wir auch dann. Da haben wir schon aufgepasst. Das war nur die Haushaltsauflösung, wo wir dann auch vieles verschenkt haben. Ja. Aber
die ganz tollen Sachen haben dann halt natürlich einen Käufer gefunden, aber alles andere haben wir dann auch schon gewusst, dass es ja wie Shop-mäßig geht. Ihr habt da wahrscheinlich Keller voll mit Gedöns gehabt, oder? Ja, wir hatten halt einen 200 Quadratmeter Bungalow gehabt und das war voll also. Aber man hat ja den Platz. Desto mehr Platz man hat, desto mehr holt man sich rein. Aber jetzt geht es hier mit den 30 Quadratmetern und dann denkst du dir, also es geht auch so. Aber das ganze Zeug, was wir hatten, das musste erstmal weg. Und dann haben wir erstmal gesagt, okay, kriegen wir nicht so schnell weg. Das macht aber unglaublich frei, oder? Wenn du nichts mehr hast. Genau, das war eigentlich so. Oder? Das ist doch krass, oder? Deswegen klappt Das es. ist schon schön. Du brauchst keine Alarmanlage mehr zu Hause anmachen, du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern. Kein Garten mehr. Kein Unkraut mehr, kein Rasen mähen. Das ist Keine Freundin mehr. 80 Quadratmeter sauber halten. Bitte was? Das habe ich immer gemacht. Mit der Gartenarbeit. Wir hatten einen riesen Garten für 900 Quadratmeter. Und das war schon, also in der Privatzeit. Und das musste schnell gehen. Am Wochenenden hatte ich nicht. Das war schon ein bisschen anstrengend. So, und das hier sind 2 Hunde. Einer war schwer krank. Genau, sie ist ein Herzfehler. Welche oben, unten? Das Mädchen. Das Mädchen. Genau, ja. Kind auch schon noch. Oh, ist die goldig? Und deswegen haben wir leider die Sozialisierungsphase verpasst, weil wir müssten sie immer ein bisschen zurückhalten von allem. Ihr Herz könnte jederzeit halt zu viel Blut pumpen und könnte gefährlich werden. Und vom Menschen und von Tieren zurückgehalten. Jetzt ist halt ein bisschen ängstlich. Was ist denn das für eine Rasse? Das ist Mini-Malteser. Mini-Malteser. Ja, die wachsen halt nicht, bleiben so klein. Alles gut, Schatz. So, der Vorteil ist, dass sie nicht haaren, nehme ich an. Ne? Genau, ich bin nämlich Allergiker, Hundehaare und so und alles Mögliche noch, Hausstaub und Milben und Habe ich auch. Ich habe Hausstaub und Pollen und Katzen habe ich. Ja. Du auch? Katzen? Alles. Sehr schön. Dann sind wir ja hier. Was ist hier drin? In dem, Das ist auch wieder Elektrik von Moreno selbst. also Elektrik. Alles Elektrik. So. Drüben ist mehr andere Sachen, was wir jetzt. Der war neu, als ihr ihn bekamt oder gebraucht? Nee, gebraucht. Wir wollten eigentlich den Grand Empire mit Slide-Out. Das war dann aber von Morello ein schöner Witz, als sie gesagt haben, 3 Jahre Wartezeit vielleicht. Und so lange wollten wir nicht warten, aber dann haben sie uns Gott sei Dank geholfen. Morello hat dann auch mit recherchiert, dass wir ein gutes Fahrzeug bekommen. Und dann sind wir auf den gestoßen und dann haben wir gesagt, okay, da wir das sofort kriegen können, haben wir es auch vom Vorbesitzer auch bekommen. Hier? Ja, das ist... Wir wollen ja hier nichts auslassen, gell? Nicht, dass wir hier irgendwas... Oh ja, was sind das für Boxen? Ikea-Boxen. Ikea. Was haben wir denn da drin, Schatz? Ich glaube, das eine sind Hundesachen, ne? Genau. So Hundepool und dann machen wir auf, Ja, ich glaube, hier sind die Hundesachen drin. oder? Nee, das sind noch Hundesachen. Sachen. Irgendwelche Gürtel, Ich glaube 100 solche Züge dabei. Und Die da. Steckdosen, Saugdinger. Ja, von Dyson noch die was man alles noch ganzen gebrauchen kann. Druckerpapier, wir haben einen Drucker Wir haben einen dabei. Drucker dabei. Ein Drucker, ja gut, das ist ja gar nicht schlecht. Wenn man mal Aber wir haben es nicht gebraucht bisher. ja, aber vielleicht braucht ihr irgendwann mal den Drucker, dann habt ihr ihn. Was wir sehr froh sind, kommt nächste Woche, das haben wir von deinem Video gesehen, von der Firma Weißwerk, ein Auszug rein. Auszug. Da warst du auch wieder ein super Video darüber gemacht gehabt. Und da haben wir dich jetzt kontaktiert, jetzt kriegen wir dann auch was rein. Der Jürgen. Genau. Ja, der ist. Und hier, was da? So, zeig mal. Ja, Und die Boxen gibt es bei Ikea. ja genau. Was kosten die? Ach Gott, die sind schon uralt. Die habe ich von zu Hause mitgenommen. Die ich auch da schon im Keller an alles. Was ist das denn da hier, Opal? Das ist die Schneidemaschine, die wir für unsere Hunde benutzen. Wir scheren die ja selber. Ach so, Ja. Wir machen auch selber so die. ich habe gedacht, das wäre irgendwas für einen Fetisch. Normal Also, die sind mal das versteckt. Ja, das sind 2 Hunde und wir Ja, müssen alles dann Hundesachen, Hundeklamotten, andere Hundefriseure immer angehen. stimmt, das sind Hundesachen jetzt. genau, Ja, Shampoos, Hundeshampoo, Ja. Jacken, die brauchen sie aber auch nicht mehr so viel. Ihr seid beide wahrscheinlich kerngesund, oder? Gott sei Dank, ja. So, das ist so. Das heißt, du ernährst dich ja ganz gut. Ist das jetzt nur für deinen Hund, dass du da so überlegst, so Nährstoffe oder auch für dich? Nee, auch für mich selber. Ich achte schon drauf, dass wir so alles halt Proteine, Gemüse und Obst, dass wir das immer dann kontinuierlich Ja, zu auch uns nehmen. Was kriegt ihr denn heute Abend? Heute Abend Futter. gibt's sehr was Gesundes, Böhrig. War was Kennst du Böhrig? das, Böhrig? Nee, was ist das? Dann lernst du gleich kennen. Okay, super. Gucken wir gleich mal. So, wir gehen mal drum rum. Ja. Dann sehen wir das Auto, Länge vom Auto. 11,40. 11,40 Meter, was für ein Haufen. Das ist unglaublich. Aber es muss ja mindestens so groß sein, wenn man so sein ganzes Haus auflöst und dann mitnimmt. Dann sind 11,40 Meter ja gerade zu gering. Ihr wart auch im Meer baden? Ja, Und? schön. Einmal, aber weil wir ja erst Oktober losgefahren sind, so warm war es dann doch nicht derzeit. Wir hatten halt 20 Grad, dann war es mir zu kalt.
Guck mal hier, da ist das gute Quinoa vom. Zeug. Das sieht aus wie aus dem DM-Markt. Genau, so ist es. Aus dem Rossmann. So. Hat vielleicht Nudeln drin, Olivenöl. Haben wir die Kalksachen für die Maschine. Ja, das sieht dann demnächst hoffentlich hier ordentlich aus, wenn wir die Auszüge kriegen. Jetzt ist es nicht so schön. Es ist halt Du sprichst mit den Hunden in Türkisch, habe ich gemerkt. mehr oder weniger. Ja. Also die können manche Sachen auf Deutsch, manches auf Englisch und manches auf Türkisch. Das ist geil. Träumen, Deutsch, Türkisch? Das ist Türkisch meist. Meistens? Ja. Okay. Meist Türkisch. Fluchen? Türkisch. Türkisch. Fluch doch nicht, also ich bitte dich. Stimmt, ich fluche nicht. Ich spule das zurück. Das ist geil. Also ich liebe euch jetzt schon. Ey, allein die Story, die ihr euch kennengelernt habt, übers Internet, über eine türkische Chat-Plattform. Ja, das war halt Zufall. Und du warst noch ein Kind eigentlich. 21. Oh ja, jetzt hat es in meinen Augen geklimmert, hast du gemerkt. So, und das sind diese elektrischen Schieber, die du dann versehentlich bedient hast, wo er drunter lag. Nicht die, sondern die oben halt, ne? Die Knöpfe. Das ist der Motor. Ja, Die das ist der die Motor. Schalter sind oben am. Und du lagst hier unten drunter und da kam im Prinzip die Kacke auf ihn drauf. Ich schlag einfach hin. Ja. War wassermäßig voll. Ja. Das war voll. Ist aber nicht so, dass du denn den Mund aufgemacht hast, schön und nee. Und ja nicht, sonst wäre es alles reingegangen. Okay. Hast du direkt gemerkt? Und dann habe ich erstmal geschrien und gekreischt, oder bis sie es gemerkt hat. Und dann war es aber schon Krass. gelaufen. So, habt ihr ein Foto davon? Nee, leider nicht. Gott, ich glaube, da gibt es andere. War was das hier rechts? Auffahrkeile. Das sind Auffahrkeile, die kann man so aufklappen. Die haben nicht so viel Platzaufwand. Dann kannst du die so. Ne? Aha. Also gegen das Wegrollen. Genau, das ist nur mal so Zusatz, eine Absicherung, falls wir mal in eine. Ja, es gibt ja eine Betriebsbremse und eine Dauerbremse. Was hast du für eine Dauerbremse? Ich habe, was war die Dauerbremse? Was wolltest du? Du hast einen Führerschein gemacht. Das hieß Dauerbremse. Ach so, ja, die Luftdruckbremse meinst du? Nee, die Dauerbremse. Jetzt bin ich überfragt. Also wenn das Auto mehr wie 8 Tonnen hat, dann muss es ja eine Dauerbremse haben. Also neben der normalen Die Betriebsbremse. Motorbremse meinst du? Die Motorbremse. Die Motorbremse, ja genau. Ich habe zweistufige Motorbremse und die funktioniert super und ich habe echt nicht gedacht, dass es so leicht wird. Ich wollte nur mal gucken, ob du schon alles vergessen hast aus der Prüfung. Nein, nicht vergessen, aber ich habe jetzt nicht genau gewusst, Retarder oder sowas, das meinst du so mit dem Motorbremse? Genau, das hast du ja auch eingebaut. Ein Retarder ist, glaube ich, auch Retarder braucht er nicht, der hat die Motorbremse selbst von die ordentlich Mercedes geht. drin, ja. So, okay. Da vorne ist ein dicker Schlauch. Das ist wahrscheinlich für die Hunde oder für euch? Für die Hunde. Achso, das ist die Außendusche, ja. Genau, da habe ich diese Spirale hier gekauft, weil das war nur 1 Meter rauszuziehen. Das ist ja praktisch. Und da habe ich dann einfach diesen Adapter gekauft, wo ich dann den Originalschlag raus habe. Und dann das kann man 10 Meter wegziehen. Und dann, wenn man die Hunde oder mal Fahrräder oder sonst was hat, kann man ein bisschen weiter weg vom Auto wenigstens stehen. Und wir haben die Karawatter Filter für was reingeht. Und den Altfilter benutze ich beim Eintanken. Der ist geil, der Alpe. Den habe ich selbst im Gebrauch. Wenn du den mal kurz öffnest, zeig mal. Das ist so ein Filterset, nicht ganz billig. Kostet, glaube ich, um die 300 Euro. Aber das kommt anschließend richtig sauber raus, das Wasser. Man muss halt aufpassen, wie man den dann halt auch benutzt. Das weißt du, glaube ich, auch dann. Aber viele gibt In- benutzen und den Out. falsch, glaube ich. Ja, In- und Out, nee, auch wegen Lagern. Also wenn man den jetzt nicht eine Woche nicht benutzt, da bilden sich Keime drin. Da muss man sehr aufpassen, wie man die Auseinanderbauen. Das ist der. auseinanderbauen und dann mit Reisfleisch im Kühlschrank oder sonst was. Gibt es viele Tricks, die ich jetzt im Internet gelesen habe. Echt, hast du es gelesen im Internet? Ja, ich hab, glaube ich, 2 Monate nur Internet gelesen, Sven. Ich war verblödet schon fast. Hast du schon mal einen Film gesehen von uns? Von dir? Ja. Ich habe alle deine Filme gesehen. Alle? Bis auf ein paar technische Sachen, die ich dann nicht gucken konnte. Aber du bist ja der Haftbefehl von den Campern. Du bist der King bei den Campern. Alter. Boah, echt? Du genießt gerade, du weißt gar nicht, was du für einen Status Du bist ja der Geiz. Ich bin so froh, dass ich euch kennenlernen durfte, weil die Story von euch, die ist so, ich finde die so toll. Ich meine, ihr lebt ja nicht ewig und ihr seid ja wirklich ein tolles Paar. Und entweder spielt ihr mir echt eine saugeile Nummer oder ihr seid wirklich ein Dream Team. Und ich liebe euch jetzt schon, weil ihr so lieb seid. Ihr seid echt nett. Dankeschön, das kann ich aber auch zurückgeben. Ja. So wurdest du uns auch weitergegeben. Also so kommst du auch in den Videos eigentlich rüber. Bis auf das... Aber ihr habt es ja gemerkt, wenn ich mal nicht filme, bin ich ja voll das Arschloch. Nein, du bist korrekt, Alter. Korrekt, Alter. Ja, voll stabiler Typ. Und, aber ich weiß halt, dass du kein Camper-Typ bist, so gesehen. Ja. Aber trotzdem,
deine Videos, das sind schon mega Sachen. Es geht, also ich war ja Camper 8 Jahre lang. Als die Kinder kleiner waren, muss ich sagen, waren wir dauernd auf Camping. Aber ist es so, dass meine Frau die freie Zeit mit 3 Hunden, das sind Windhunde, ist ein bisschen anders wie vielleicht bei euch, die brauchen ganz viel Auslauf und so, da hast du viel Stress, viel Hektik und weißt du, allein das Ein- und Ausladen. Ich will nicht wissen, wie viele Wochen, komm, geh mal rein, dann können wir mal hier in der Sonne stehen, dass wir das mal zeigen. Also was ich cool finde, ist schon mal die Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen. Also das ist ja das, viele sehen jetzt vielleicht das Video und sagen, naja, hätte ich vielleicht auch mal machen können, hätte, Fahrradkette, da musst du einen Führerschein machen, hast du gemacht. Ja. Die Entscheidung treffen, die Bude verkaufen, habt ihr gut gemacht. Zum richtigen Zeitpunkt habt ihr aber auch nicht gewusst, ja, dass es hätte ja sein können, ihr kriegt nochmal 5-mal mehr, ein Jahr später, nein, ihr habt es gemacht. Und dann seid ihr auf Tour gegangen. Wie war der erste Tag eigentlich? Der erste Tag war, sag ich mal, die ersten Wochen. Nee, der erste Tag. Ihr habt jetzt alles verkauft, das Ding beladen. Nach dem, es war unglaublich. Ich wusste jetzt nicht, ist es unsers? Ziehen wir jetzt wirklich hier ein und ist es soweit? Und man hat halt, das musste man erst mal realisieren, ne? Dass wir jetzt für immer dort leben und kein Haus mehr haben. Das war crazy. Ja, und dann seid ihr weggefahren. Und wann hast du realisiert, dass du frei bist? Hat gedauert, also so erstmal ankommen, ne? Erstmal so, man hat gedacht, die ersten Wochen, man ist im Urlaub. Irgendwann geht es wieder zurück, ne? Ja. Und du gehst wieder nach Hause und dann hast du gemerkt, okay, erste Woche, zweite Woche, dritte Woche und es geht so weiter. War ja schön. Ich kann es dir sagen, als sie mich gefragt haben, was für einen Tag haben wir heute? Ja. Ich wusste nicht mehr, ob es Dienstag ist oder Sonntag ist. Da habe ich gesagt, jetzt sind wir Camper gefahren. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Aber wie? Es ist jeder Tag Sonntag und dann, da habe ich dann gemerkt, so, hey, wir sind angekommen. Wir haben losgelassen. Also. Genau. Das war gar nicht so. Also, warum habe ich eben frei gesagt? Also, viele Leute sind ja Lohn und Brot. Das heißt, also, die haben einen Vertrag, dass sie einen Teil ihrer Lebenszeit, die allermeisten haben das. Also, entweder bist du halt angestellt oder, ich meine, ich bin ja selbstständig, aber ich habe ja auch Verträge, weißt du, musst ja das machen, das erfüllen und so weiter. Und jetzt habt ihr diese Verträge eigentlich alle jetzt gekündigt. Ja. Ihr habt den Arbeitsvertrag gekündigt. Ja. Du warst ja selbstständig immer, oder? Ich hab halt auch den Arbeitsvertrag gekündigt. Und auch diese Selbstständigkeit, da habe ich ja ein sehr gutes Ruf aufgebaut gehabt und das habe ich auch gut abgegeben, sage ich jetzt mal noch. Aber trotzdem, man gibt halt alles auf und dann sagst du dir, das, was wir uns immer gegenseitig gefragt haben, was ist, wenn uns das nicht gefällt und dies und wir sind gar nicht die Typen so viel. Wir haben vorher nicht mal einmal gezeltet oder sowas. Mhm. Dann habe ich also gemeinsam haben wir dann entschieden und gesagt, wenn wir zurückkommen und es aufgeben mit dieser Art zu leben, können wir immer noch da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Genau, also es ist so, meine Erfahrung ist, dass die Entscheidung, die man getroffen hat, immer besser ist, wie das, was vorher war. Also das ist so, aber man will es, glaube ich, nicht glauben. Ich glaube, so die Besitzstandwahrung, ich habe das jetzt erleicht und jetzt bist du ja ein junges Mädchen, eher ein fast junger Mann. Ja, ich bin doch junger, ne? Nee, Quatsch. Aber ihr habt ja wirklich euer ganzes Leben vor. Die meisten sind ja so, die sagen dann, ach, in 5 Jahren kommt die Rente und dann werde ich und dann kommt vielleicht eine Krankheit oder irgendwas passiert oder dann ist man dann doch zu Hause, nimmt sich sein Kissen, kennst du das? Legt es auf die Fensterbank und schaut zum Fenster raus. Ja, so ist es. Und das war auch, glaube ich, der Gedanke, was so bei uns dann so aufkam, okay, wenn wir dann alt sind, und wissen wir nicht, ob wir gesund sind und ob wir das alles noch so machen können, wie wir wollen, wie wir dann, in welchem Zustand wir sind, ob wir dann überhaupt noch verreisen können und das genießen können. Gesagt, okay, jetzt haben wir aber die Möglichkeit, die Jobs aufzugeben, das zu machen, was wir machen wollen. Und wenn es dann irgendwann mal vorbei ist, dann ist es vorbei und dann gehen wir halt wieder arbeiten. Dann bewerben wir uns wieder irgendwo oder bauen uns wieder was auf und dann geht's weiter. Verstanden. Ja, komm mal mit. Man kann es hier draußen so stehen lassen. Ist das zuverlässig hier draußen? Boah, das ist das Beste. Also wir stehen auf dem Morelo-Stellplatz. Heute ist der 4. Mai 2024. Das sind Hani und Nanni. Pascha und Peri. Ja, sie stellt sich gerade vor. Oh, sehr schön. Sie hat mal Hallo gesagt. Ich ziehe mir die Schuhe aus. Ja, bitte. Dann komme ich schon mal rein. So, ich habe mir extra neue Decathlon-Socken besorgt für euch. So, hier sind ganz viel Technik, also Hubstützenanlage, lass mal gucken, Rangierleuchten, LED-Fahrerseite. Die ganze Technik hast du schon drauf? Ja, mehr oder weniger. Mehr mein Mann, aber ich kann auch einiges. So, was ist hier drin eigentlich, hier in den Schubladen? Da haben wir die Hundesachen, so Geschirr und Tüten,
Tüten. Kotbeutel. Ja, Kotbeutel, genau. Und hier haben wir so einmal Handschuhe, wenn man mal an den hier? Schlauch dran müssen, wenn irgendwas wieder passiert. Und da oben? Da oben haben wir, glaube ich, Schuhe, Spray und so, Fußspray und so ein Kram. Also nicht viel. Und eine Hundebürste. Genau. Überall. Okay. Überall Hundebürsten. Vielleicht so. So, Schon Bürsten. mal Öl. So, jetzt komme ich mal kurz hin. Ist die eigentlich gut, die Qualität von so Morello? Auf jeden Fall. Warum? Also wir haben vieles verglichen, ohne jetzt Namen zu nennen. Und wir sind eigentlich bei Morello hängen geblieben, weil es passt in allen Punkten. Also von der Qualität her, von der Einrichtungsart her, also Farben, die haben es drauf einfach. Und wir haben uns sofort wohlgefühlt, als wir das dann alles geguckt haben und auch den Grand Empire konfiguriert haben. Aber ich sag mal so, in allen Punkten kann ich jetzt noch nichts meckern. Also. Und dann finde ich das auch stark halt. Özlem, Immer ins Körbchen. was ist das denn hier? Hast du das gemacht? Nein, leider nicht. Ich wollte, aber ich hatte gestern Migräne, da durch den Wetterwechsel in Deutschland, die 20 Grad plus und minus von einem Tag zum anderen, haben mich gestern umgehauen. Was ist das Ich hier? habe ein paar Kleinigkeiten gebaut. Das ist Börek, was ich dir eben unten genannt hatte. Das sind Teigtaschen mit Spinat und Käse. Da können wir demnächst Börek snacken. Genau, das ist gebratenes Gemüse. Ich hoffe, du magst das. Und das ist Linsen. Linsen. Und das da? Ja, Blumen. Blumen. Die dürfen nicht fehlen. Das da, was ist das da unten? Baklava. Baklava. Das kennst du, oder? Ja, süß. Oder hast du gehört? Süß Honig. Süß. Also das Süß mit Börek. Pistazien und Walnüssen. Also Börek kennt man natürlich, aber das gibt schon mal so ein kleines Bild. Ich habe übrigens auch einen Dyson, da gehen wir gleich drauf ein, aber das Allergeilste, kommt mal mit, ist ja wohl diese Rampe hier. Das habe ich gemeint. Als du gefragt hast, schlafen die Hunde im Bett. Ja. Ist das geil? So den freien Zugang. Wir haben da was gebastelt. Ja, es beengt uns ein bisschen von dem Platz hier, aber dafür können sie halt ungestört hoch und runter, wie sie Lust haben. Boah, ihr habt eine komplette Job-Ausstattung. Ja. Moruk, wir Türken. Ist auch nicht von Türkei gefaked. Es ist nicht gefaked, so echt. Alles original, Bruder. Weil jetzt weißt du, wo das ganze Geld von dem Haus ist. Nee, aber manche Sachen müssen halt qualitätvoll sein und da ist die erste eigentlich ganz gut. Ja, warte mal kurz, ich gehe mal rein. Jetzt ist richtig cool, sind ja wohl diese Hundeaufgänge. Ja. Weil ich hätte mich nämlich auch gefragt, wie kommen die Hunde da hoch? Die Frage ist beantwortet. Genau. Das. So, wenn du mal kurz mal zeigst, wie das geht, wenn man einen Hund animierst, da hochzugehen. Pascha? Habt ihr Leckerli? Macht der Pascha jetzt? Super! Es funktioniert. Ist das geil? Supi! Ja, langsam. Langsam. Supi! Ja, die Stufe war zu hoch, Ja. da muss ich halt mit Morello jetzt schimpfen, genau. Die Liegefläche hier hinten passt nicht für so kleine Hunde. Und da mussten wir halt was machen und dann, was muss auch beweglich sein, dass wir es auch immer wegmachen können. Und dann ist ein bisschen geguckt, ich habe geguckt, das wollte ich noch ein bisschen schneiden, aber diese untere Höhle ist Das ganz benutzt er als Höhle, ja. Da haben wir, glaube ich, noch. Da geht es mal schlafen. Jetzt ist die Decke nicht da drin. Da schläft sie auch sehr gerne. Boah, wie mega. So, dann habt ihr hier eine Liegewiese. Ja. Da wäre ja auch die Idee gewesen, jetzt Queensbed oder Liegewiese. Ich finde die Liegewiese natürlich breiter. Ja, der ist breiter. Vor allem, wenn man 2 Hunde noch nebenbei schlafen hat. 2 Meter breit. Das haben wir zu Hause nicht mal gehabt. 2 Meter. Genau. Die Hunde, ich habe immer Angst, dass ich die kaputt drücke, wenn ich mich drehe beim Schlafen. Ja, ich auch. Also, das hatten wir am Anfang auch, aber mittlerweile haben sie eine Ecke, wo sie dann bleiben und ab und zu nur zu uns kuscheln kommen. Sag mal, wo die Hunde auf welche Die gehen ja auch unter die Decke und da hat man das Gefühl, die ersticken gleich, aber die ersticken nicht. Die hauen von mir ab. Die bleiben immer auf der Seite. Ja. Und das mit dem Ersticken haben wir auch gehabt. Also, aber jetzt mittlerweile, wir haben unsere Schlafgewohnheiten auch geändert. Ja. Also ich schlafe eigentlich von da bis dahin und die Özlem und die 3 und die 2 schlafen auf der Seite. Weil ich bin dann ein bisschen, da haben sie wahrscheinlich ein paar K.O.-Schläge von mir bekommen. Seitdem sind sie nur noch bei der Özlem-Seite. Krass. So, jetzt Kleiderschränke. Ich nehme an, dass alle Kleiderschränke dir gehören. Nee, nicht alle. Wir haben es sogar aufgeteilt. Kannst du dir das Das vorstellen? ist sogar fair geblieben und wir haben 50-50 Zeig mal. Aber was bei ist mir ist es ein bisschen voller. Ey, bist du ein ordentlicher Typ? Nein, Mann, ich habe so räumen seit 2 Tagen auf, weil du kommst. Komm mal nach 2 Tagen, da sieht es aus wie eine Atombombe. Sven kommt, Özlem ist eigentlich ordentlich, ich auch.
Aber so ordentlich wie jetzt war es, glaube ich, seit Anfang an nicht. Echt? Habt ihr voll den Stress gemacht, weil ich komme? Nein, aber wenn man Besuch kommt, macht man ja Ordnung. Und, Aber nicht in jedem Kleider. Ich meine, ist ja auch nicht so, dass ihr eure Kleiderschränke auch einmal im Fernsehen sehen könnt überall. Es ist, sag mal, wie kommt man denn hier ran? Muss man jedes Mal das Ding zur Seite schieben? genau, Wird dann das so. wird dann so weggelegt. So, sag mal. Und das ist die Seite. Ja, das ist Nee. ein bisschen fuller, ne? Ja. Boah, so Oberteile. Das ist ja, Man hat schon einiges dabei, ne? Es passt unheimlich viel rein. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht. Ich habe immer Kartons zu Hause gefüllt und habe sie dann hergebracht und sagte immer zu meiner Schwiegermama, ey, das hat auch noch reingepasst, das habe ich auch noch reinbekommen. Ich kann noch eine Kiste mitnehmen. Schuhe? Ganz happy drüber. Ich trage jeden Tag ein anderes Top anziehen. Die hat so viel. Ah, du hast genug Habe ich Tops. auch da in Kästchen gelagert unten. Vielleicht kannst du das auch mal ziehen und zeigen. Das sind die Schuhe. Ja, und dahinter sind auch noch welche. Und da unten in der Schublade sind auch Da noch darf ich mal die Schuhe alle mal sehen. Alle mal. geh mal Genau. raus hier. Alle mal. Özlem, geh mal hoch. Und dann zeigen wir mal die Schuhe. Da hinten sind die Tiere. Ja, die haben ihren Spaß da. Also die Schüchen. Meist flache Schüchen. Ne? Natürlich habe ich auch mal so ein bisschen Höheres dabei, aber die habe ich bisher nicht gebraucht. Aber Hacken hast du gar keine mit. Nee, also so halt Auch das 4 hier. Anzüge Ne? mitgenommen. Solches, Anzüge? Ja. Ja, weil wir gedacht haben, wir geben Sowas, schick ist. ja. Aber jetzt nichts. Anzüge. Diese Pumps. Okay, hab das ich heißt, nicht mehr. meistens, oft hat man ja so Freizeitkleidung an. Jetzt ist ja auch während der Pandemie, haben ja viele auch bis zur kompletten Verwahrlosung. Also ich selbst renne ja hier in VD-Kleidung rum, mein ganzes Leben schon. Es ist irgendwie ist mir so egal geworden, aber ein bisschen schick will man schon sein. Ne? Ja, doch, ab und an. Ja, es hat sich geändert. Das war damals ganz anders, weil wenn man jeden Tag ins Büro geht, und das zieht man sich auch entsprechend an. Jetzt ist es mehr Jogginghosen oder halt diese leichteren Flatterhosen Ist das cool? geworden. Ne? Ja. Das ist schon cool. Und schminken tut man sich auch nicht mehr jeden Tag. Das ist jetzt eine Ausnahme heute. Was ist im Moment alles drauf? Was hast du drauf gemacht? Primer? Was habe ich? Nein, Primer habe ich. Ich habe jetzt Puder. Ein Concealer? Kajal. Kennst dich aus. Ja. Concealer, ja. Unten. So ein bisschen die Falten. unten, ja, okay. Die Augenringe verdecken. Und dann oben das Mascara, Mascara? Und Kajal habe ich. Okay, Kajal. Ja. Sag mal, im Prinzip während der Fahrt schminken geht ja nicht. Nee, Nee. braucht man auch nicht. Also, Man hat doch Zeit. also nicht so oft. Mach mal auf hier. Was ist da drin? Ja. Ja, bitte. Ich muss ja immer, die Leute sagen immer hier, sag mal mehr bitte Also und jetzt danke. zeige ich dir Alice Schrank. Da sind seine Ecken und der hat mehr so Hemdchen. Der hat das noch nicht abgelassen. Was, Hemdchen? Hemdchen. Sieht aber schick aus, finde ich. Schick, der hat schicke Ja. Garderobe, ja. Und da sind halt seine T-Shirts, Hosen, T-Shirts. Hier haben wir unsere Das Bügeleisen. Bügeleisen. Da ist mein super Ding. Oh, zeig mal, das ist ja geil. Ja, Ein komplettes Bügelbrett. da ist ein Bügelbrett. Das ist ein Mini-Bügelbrett. Nee, das ist glaube ich. Ja. Ja, erst muss man das rausheben. Da kann man das. Ist es ein Dampf? Ja. Ja, Mach das jetzt ist mal ein den Schrank Dampfbügeleisen. voll, Man Schatz. kann es auch vertikal machen. Hier die Pascha Betty. Und dann sind hier Füßchen, die machen wir auf. Und dann klappt man das so auf und kann auf dem Tisch ganz normal bügeln. Praktisch, ne? Das ist ja cool. Ja. Was kostet was? Ach, was habe ich bezahlt für 80? Ach so, komplett. Nee, das war 80. Das ist hier von Josef und Josef. Ne? Ach, das ist kein Set. Nee, das Also ist, Josef und, zeig mal bitte. Josef und Dass die Leute Josef. fragen ja direkt. Amazon. 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 Pocket. Pocket. Bügelbrett heißt das, glaube ich. Boah, ist das toll. Dann machen wir das hier wieder fest. Und das Plätzchen, für den ist halt hier so praktisch gemacht. Es sieht so aus, als wäre es komplett von denen. Hier von Philips. Ja, so, ja, die Farben passen passen genau. Da denkt man echt, das ist ein komplettes Set, aber zusammengewürfelt. Ja, jetzt habe ich wieder was gelernt. Und die Leute freuen sich jetzt. Josef und Josef. So, dann. Dann hat er seine Taschen noch, ne? Wie Taschen? Ja, so, er hat schon auch ein paar Taschen. So Männertaschen. So Männertaschen halt, ne? Die Gürteltaschen, Sag so, mal. ne? Sowas hier. Ah, Job. Okay. Markenwerbung. Echt oder Ja, Fakes? die meisten Sachen sind echt wirklich, ne? Okay. Wir kaufen nichts, was wir uns nicht leisten können. Ja. Es ist mir doch egal, ich könnte ruhig Fakes. Also ich. Nee, ich meine, es geht darum, die Türkei hatte da einen guten Vorruf. Tasche kaufen oder so, da weiß man ja, das ist Es gibt in der, gibt in der Türkei auch das und das. Man muss aber sagen, wenn man so unterwegs ist, hast du eben schon richtig gesagt, also jetzt die Stahlrolex anziehen und allen mal schön zeigen, dass sie da mal einbrechen können. Ich glaube, weniger ist mehr. Ja, genau so ist es, ja. Sehr schön. Sag mal hier, die scheinen nicht zu mögen, die Hunde. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe auch, ne? So, ich halte mal ganz kurz hier rein. Sag mal, oben, die ganzen Oberschränke gehören alle dir. Nein.
Das ist auch wieder gerecht aufgeteilt. Du wirst es nicht glauben. Gerecht auf. Soll ich mal aufmachen? Ja, mach mal auf. Mal gucken. So. Da, Herr Budak, seine Pullis. Da seine Jogginganzüge. Ach, der hat Jogginganzüge. Jogginganzüge. So, Jogginghosen. Das hat der Karl Lagerfeld, gesagt. Wer Das ist, Hose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. genau, hat die Kontrolle über sein Leben Wir haben es verloren, wie du siehst. Ne, Schatz? Und hier? Ja, sind meine, ja. Das Guck mal, lässt die sich leider Taschen, nicht- die Taschenkinder. Ja. Jetzt wirst du wieder fragen, sind die echt? Nee, frage ich nicht. Das haben wir eben geklärt. Die sind alle Ja, echt. das sind so meine Leggings und meine Jogginganzüge. Ja. Zeig mal Jogginganzug von dir. 2000 Jogginganzug von mir. Ja. Ja, aber das ist ja kein Anzug, das ist ja ein Unterteil. Das ist zum Beispiel Anzug, das meine ich. Hier Oberteil, Unterteil, siehst du, sowas. Balenciaga. Less is more. Achso, less is more. Ja, das ist die Devise. Less is more, okay, verstanden. Boah, toll. Ja. Ja, daneben, was da? Daneben sind Pullis, die habe ich aber nicht so viel gebraucht. Ne? Die Pullis gar nicht. Nee. Wir haben immer T-Shirts angehabt jetzt bisher, ne? Bis jetzt oder Toll. so halt so richtig Hinten? Leichtigkeiten. Das ist Geheimfach. Ah, die Spielzeuge. Ne? Gut, das lassen wir mal. Der Letzte, der das gesehen hat, lebt nicht mehr. Nee, also Nee, es gibt auch keinen. Mach mal auf. So, das ist diese berühmte. Ihr habt die Möglichkeit, zweimal zuzumachen. Also einmal hier. Genau. Da kannst du hier zumachen. Das ist mein Abgrenzbereich. so. Einmal. Und tschüss. Genau. Oh, endlich sind wir die los. Ja, nee. So, machen wir Aber mal. es ist halt gut, dass das von Moreno so gemacht ist. Es ist echt manchmal dann so, auch beim Bad oder beim Dings, wenn man die Ruhe haben will, muss man halt einfach nur ziehen und die Sache ist geklärt. Und So, wir jetzt haben müssen- noch eins, ne? Jetzt müssen die beiden lieben Köter müssen jetzt auch mal runter. Der Ich hab jetzt mal ein bisschen die können weiter- auch so. Die können auch so. Wie? Auch so? Echt? Komm, Pascha, Papa, hier geht's. Peri, komm, komm mal. Ui. Boah, Es geht aber dann in die Gelenke. die müssen in den Zirkus. Oh, die können Mach mal hopp. So, jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Schminke, zeig mal. Ich hab nix. Komm. Kommst du da drauf? Wie kommst du da drauf? des Jahres, Alter. So, zeig mal. Also. Tata! Nee! Das ist ja mega. Tja, ich habe das so von meinem Schminktisch übernommen. Ich habe halt den Platz gehabt, gesagt, hey cool, die passen genau hier rein. Na, Ey, lauter Serien hier. ja, das ist für die Haare, für die Kopfhaut. Okay. Vitamine für die Kopfhaut, weil wir werden ja älter, ne? So, okay, die Also Onkels haben Glatze. gute Wimpernzange hier. Ach, Das für die ist Läuse. sogar Hundebox hier, ne? Ja. Hier für die Augen zu schneiden und dann zum Augenschneiden. Das war ein Die Augen zu schneiden. um die Augen zu säubern, die Haare um die Augen. So, Natural Eyes. Das heißt nichts hier, Bobby Brown. Du machst nur. Nee, also Mac. Mac ist Ja, ich sehe schon über Mac. Weg war mein Ruin. Mac, dann die nächste. Mac war mein Ruin. Das ist so eher mein Dings, ne? So, Und jetzt kommt. jetzt kommen hier unsere, ja, Haargummis, wie du Sag mal, siehst, anmachst, Nagellack. Wer braucht eigentlich länger? Wer braucht länger? Ja. Im Bad. Ich? Du. Ja. Echt? Ja. Die meisten Männer. Sag mal, wie viele Bürsten hast du denn? Das ist von Perin, das ist von Pascha erstmal. Okay. Das sind meine, das sind seine. Ja, und die sind auch seine, ne? Seine zum Föhnen, so, ja. Genau. Ich denke mal, dass hier die Grenzen verschwimmen. Was ist das in der No Mitte? comment. Da in der Mitte, was ist das? Ja, das ist so ein Lockenstab. Ein Lockenstab. Ja. Da darf ich ja mal sehen. Ja, da drehen sich. Ja, der ist auch einklappbar. Ja. Da tust du dein Haar so rein und der zieht Ich das hab keine. rollt und deine Tochter kennst bestimmt. Und der Ja. zieht das dann so selber rein und dann kannst du es nach 10 Sekunden ziehen, hast schöne Wellen. Okay, verstehe. Man hat es dabei, ne, aber noch nie benutzt bisher. Ja, das ist jetzt aber, ist wir werden so. jetzt halt nach und nach dann halt aussortieren. Ja, So, man hat jetzt den Platz, ne, bisschen. Komm, Nächstes? komm erstmal. Nächstes ist so, ja, war die Allround-Schublade. Kerzen habe ich hier drin. Peelings für Füße, für Gesicht und so Kram. Ne? habt ihr auch Masken? Ich wollte gerade fragen, ja. Genau, Foodmask, Faltenmask und alles, was du dir so vorstellen kannst. Düsen von den. Medizin. Ja. Wenn die Jan nämlich kommt, die bringt nämlich immer, da gehen wir immer groß einkaufen im DM-Markt. Da sind wir oft 300 € los. Sie nimmt das meiste wieder mit nach Lettland. Und dann kaufen wir uns Gesichtsmasken und machen die im Wohnmobil drauf. Ja.
Kenn ich. So, okay. Ja. Und hier rechts, was da? Da habe ich wieder Jacken. So, ne? So halt Regenjacken und so. Mal so Hemdchen. Regenjacken haben wir auch nie gebraucht. Ne? Ja, haben wir auch nie gebraucht, ne? Aber doch, vorgestern hat es doch Ja, geregnet. in Deutschland Da hab ich's meinst du, angezogen. In Regenjacken. Deutschland, ja. Ja, Kulturbeutel. Da haben wir das Schüchen, da habe ich wieder meine Taschen. Ein paar Taschen. Ja, das ist ja wenig. Also das heißt, du hast dich stark reduziert. Ich habe mich stark reduziert, ja. Tut das weh bei so schönen Sachen, wo du nicht entscheiden musst? Weil wenn du jetzt neue Sachen kaufst, muss ja irgendwas in den Müll fliegen. Genau, am Anfang hat es wehgetan, aber jetzt merke ich brauche doch nicht so viel. Man hat doch immer so seine Lieblingstaschen oder seine Lieblingsschuhe, die man immer wieder, oder so Lieblingsjacken, die man immer will. Man greift immer zu selben Sachen eigentlich zurück. Und man merkt das aber zu Hause gar nicht, weil man ja so viel hat und denkt, ich könnte das gebrauchen, das gebrauchen, das gebrauchen. Aber Die Auswahl ist da. Zu Hause hat man zu halt, Hause ist es anders. wenn du den Platz hast, hast du die Auswahl. Das Coole ist ja, ihr lernt ja immer wieder neue Leute kennen, da könnt ihr immer dasselbe anziehen. Die merken das nicht. Ja, genau. Das war auch eine Sache, wo wir festgestellt haben, dass die sehen dich ja zum ersten Mal. Und habe ich auch gesagt, ich könnte eigentlich 2 Wochen lang mit demselben Ding rumlaufen. Ja. Aber gut, wir haben auch längere Zeiten jetzt auch, wo ich dann schon 3 Tage mal dasselbe Zeug habe. Weil du Spaß halt einfach auch. Ach so, das fängt nicht an zu riechen mit der Zeit? Doch schon, aber je nachdem, was du dann machst halt. Also hier drin sitzen meine ich jetzt 3 Tage. War Spaß. Also ich habe ja bei mir, ich kaufe mir die Hosen immer 5-mal und dann denken die Leute, ich hätte nur eine. Ach so, ja, das Oder hier kenn die ich Strümpfe habe ich glaube ich 50 Mal gekauft, die gleichen. Weißt du warum? Ich bin zu faul zum Sortieren. Das ist eine sehr gute Sache, das nehme ich für mich. Weil ohne Scheiß, wenn du die gleichen Strümpfe kaufst, du brauchst nicht mehr sortieren. Also nach Genau, nehme ich mit. Waschen. Was ist mit Waschen? Waschen, geht gut. Gut, zeigen wir gleich mal. Waschmaschine, zeigen wir gleich mal. Sag mal, ist das hier ein Schmink? Ja, das ist so, ne? So Augenzupfen und so. Sag mal, guck mal rein. So, wo rein? Guck mal rein, ich guck mal rein. Siehst du? Da sieht man die Falten jetzt alle. Ach, du hast keine. Fertig. So. Darf man da reingucken? Mal? Ja, keinen Schock kriegen. Ja, Listerine. Die ist voll mit Sachen. Aber das kannst du auch erwähnen, die hat es nur so voll gemacht, damit es nicht verrutscht. Also auch. Genau, sonst. Ne? Ach so, das heißt, wie nennt man das Ist noch noch? so ein bisschen Vorrat halt alles, ne? Wenn man hat ja so seine Sachen, man ist ja hier geboren, aufgewachsen und hat so bestimmte Sachen, auf die man nicht verzichten möchte, wenn man jetzt so im Ausland unterwegs sind, wo man das halt nicht findet. Ach so, wo man die nicht kriegt so wie vielleicht. Goldwell oder so, und dann kriegt man das vielleicht dort Was? nicht. Goldwell. Goldwell, ja. Was ist Goldwell? Kerastase, das sind halt so Masken, Haarmasken. Oder so hier seine... Judith Creme. Williams, das ist ja hier aus dem Teleshopping. Ja, eigentlich ist die da bekannt geworden oder aus Löwen, Höhle der Löwen, aber aus DM tatsächlich, die Creme. Ach so, stimmt, die gibt es ja jetzt auch hier. Hier ist auch natürlich alles voll mit Shampoos, Haarspray, Duschcreme, Sonnencreme en masse, ja, 50 muss sein. Also ich sehe schon, du bist eine ganz normale Frau, fertig. Ne? So, es ist ja mindestens so. Hier hat sogar hier, das ist so eigentlich sein Fach. Diese Weinstellen habe ich ihm Das ist der gegönnt. einzige Teil, wo sie 2 Fächer hat. Und ich Das ist der Hundefach. Die haben ihren Zahnpasta, ihr Haarspray sozusagen, ihr Pflegespray. Zahnpasta, ja, so Ohrenreiniger. Ja, kommen wir mal auf das Wichtigste, die Toilette. Das ist ja wichtig, dass man ein Klo hat wie zu Hause. Ich glaube, das ist schon wichtig, wenn man unterwegs ist. Ja, das war auch so mein Fragezeichen, weil ich das nicht kannte. Wie funktioniert das und wie wird das ausgeleert? Und ja, aber die Vorbesitzer waren nett, haben uns aufgeklärt, auch mit der Sache. Und es funktioniert wie daheim eigentlich. Ja, man muss sich ja mit den Fäkalien ja schon mal beschäftigen. Also das ist... Was man daheim nicht hat, ne? Da denkt man nicht so dran, ist es jetzt voll, muss ich jetzt leeren, säubern. Ja, wart ihr schon mal voll? So voll, dass ihr nicht mehr konntet? Nee. War immer. So, jetzt kommen wir zur wichtigsten Schublade überhaupt. Ja, die ist unter dir. So. Die wichtigste Schublade ist Ja, da sind nämlich meistens Schuhe drin. Yes. Ja, habe ich nämlich gedacht. Und du bist mein Zeug, ich habe nicht vorher reingeguckt. Voll gestopft. Ich glaub, das haben wir auch von deinen Videos oder von den Leuten. Das ist so dafür gemacht, ne? Ja, da haben wir auch unser meine Sportschuh. Sportschuh. Yes. Sehr schön. Für den Sport, der noch kommt. Ja, genau. Hey, du hast mein Fitnesscenter noch gar nicht gesehen. Fitnesscenter. Das ist ja doch. Was ist das denn? Das ist mein Pilates-Ding. Ach so, du Meine machst Pilates-Matte. du machst mit so YouTube-Videos, machst du Übungen? Ja, wollte ich. Aber Vor. habe ich vor. Gute Vorsätze sind da. Anfang des Jahres. So, das ist die Dusche. Ja. Ist sie groß genug für Die dich? ist groß genug. Steig mal rein, bitte. Sei mal so lieb. Ja.
Also die Sicherung wird entsichert, dann gehst du mal rein und da kann man mal sehen, du hast ja kaum Kopffreiheit in der Dusche. Mach mal. Die ist riesig. Ja, Mann. Das war auch eines der Prioritäten, die wir gesetzt haben. Die Dusche muss wie zu Hause sein. Ihr habt den Haufen komplett gereinigt. Von sogar da ist kein einziges Wassertröpfchen in der Dusche. Aber das muss ich sagen, das ist auch im Alltag nicht. Also Deswegen. Ist ja wie neu. das ist das ist auch Alltag bei der Ösam. Die hält das hier sehr schön sauber. Das mit den Schränken war ja natürlich ein bisschen so Humor dabei. Es ist natürlich nicht immer so alles picobello. Aber wenn der Sven kommt, dann wird aufgeräumt. Wenn das Sven kommt, 3 dann. Tage aufgeräumt. Ja, das Coole ist, dann hat man wieder ein neues Auto für 2 Tage. Ja, genau. So. Könnte es nicht immer so sein, weißt du? Aber nachdem du wahrscheinlich weg. Also ich meine, es ist natürlich immer noch in Ordnung. Aber jetzt Nicht so Ausnahmezustand. perfekt vielleicht, klar, da ist mal auch ein Fleck oder so. Und hier habe ich meine Putzmittel drin. Warte, ich komm. Oh, Freck. Full. Jetzt weißt du, Full, was zeig hier mal. so sauber ist. Zeig mal, was du alles so hast. Ich habe den Badreiniger, den typischen Von? Essichreiniger Badreiniger? von Ajax. Ajax, dann den. Dann den Ajax Glasreiniger, den Essichreiniger, den Frosch für Den WC. Essig, den hat jeder. Genau. Was haben wir noch so? Ja, der Backhofenreiniger habe ich schon mitgenommen, habe ich nie so gebraucht. Dann habe ich den Neutralreiniger von Frosch für Wischen. Habe meine Düfte. Ja, so Sachen halt. Boah, ich muss mal was essen. Da ist noch Da Premium. ist noch Prömelederreiniger, dann ist Küchenreiniger und der Sakrotan-Reiniger. So, und natürlich der rote Nagellack 620 von Revlon. Ja. So, ein paar Blümchen. So, jetzt gehen wir weiter. Was ist hier drin? In dem. Da sind Handtücher. Und Das ist ja unglaublich, was man alles unterbringen kann, oder? Thema Zuladung in einem normalen 7,5 Tonner wird ja vollkommen hoffnungslos überladen. Genau, das war auch der Punkt, warum wir gesagt haben, wir müssen groß kaufen, weil wir das wahrscheinlich eh nicht hinbekommen hätten. Aber wir haben noch, glaube ich, 900 Kilo oder fast eine Tonne noch, die wir zuladen können. Wenn wir alles voll hier im Auto haben, haben wir noch dann- genug Zuladung. Ist ja noch Hoffnung, dann können wir ganz viel Börek noch einladen. Warte, ich zeig mal, was sind das für Kettchen? Die sind ja geil. Ja, ist also, ja, Handketten halt, ne? Armbänder, Fußketten, normale Ketten und ja, ich habe sehr viel Schmuck getragen, jetzt mittlerweile weniger. Du bist hier geboren in Deutschland? Ja. Okay. Ja, ich hatte mal einen Hättest du kurzen mit dem Hund Aufenthalt, die habe die, Kette die Grundschule habe ich in der Türkei absolviert, weil wir sind mal zwischendurch da ausgewandert. Mit 9 bin ich wieder zurückgekommen, habe dann Okay. hier weitergemacht. Ja, ich war auch 5 Jahre weg. Also Und das die. sind meine Lieblingsketten. Welche? Die Hunde, deren Bilder sind da graviert. Oh, goldig. Die sind wirklich schön, die Hunde. Ich habe ja vorher immer Angst gehabt, ich drehe drauf, aber die melden sich ja. Was das da oben, das Rote? Ach so, wenn ihr mal eine Panne habt. Ne? Wenn wir mal Was? vor lauter Nichtbeweglichkeit unser Ischiasnerv eingeklemmt haben oder so. Ach so, du wirst auch älter. Ja. Krass. Da unten, was ist da? Du denkst, das ist so Bikini-Abteilung. Ach so, Bikini. Ja, Okay. so halt. Alles klar, die ganzen Bikinis. Genau, die Bikinis und Strandtücher und sowas, das ist mehr so. Okay. Sie hat 200, ich habe 3. Was ist da in der Mitte? Was ist da drüber? Das sind die Kosmetiktücher, die brauchen halt sehr viel wegen den Hunden, Augen reinigen und ne, Pfötchen sauber machen. Genehmigt. Okay. das- Dürft ihr weiterverwenden. So, dann hier Seitenspender, dann habt ihr elektrische Zahnbürsten. Also ist alles wie zu Hause. Ja. Strom habt ihr auch wie zu Hause. Ja. Also habt ihr jemals keinen Strom gehabt? Nee. Nee, Ging und alles. durch die Solarpaneele auch. Und die, Das heißt, ihr musstet nie an Strom anstecken. Doch, das schon. Das Im Winter, schon. oder? Nee, Ja, wenn sie also wenn- 5-mal wenn- hintereinander die Waschmaschine angeschmissen hat und dann wird gleichzeitig Kaffee oder nicht doch. Hast du gehört, wenn sie 5-mal Ich ja so gerne Wäsche wasche. Mein Hobby ist. Ja. Aber ihr habt die gleichen Themen wie wir zu Hause, das finde ich gut. Ja, deswegen habe ich ja 50 Paar Strümpfe in der gleichen Farbe. Ja, nee, stimmt gar nicht. Ich habe sie in der Farbe, das ist grau, und ich habe sie in dunkelblau. Also aber das geht, das ist 25. Das haben wir immer Das ist noch. okay. So, jetzt kommt Tede, das ist die Küche. Da du ja gerne kochst, nehme ich an, und auch zubereitest, brauchen wir ein bisschen Platz. Ja. Und das ist ein Induktionskochfeld. Genau. Das ist echt sehr, sehr gut, dass der da ist. Hatte ich daheim auch. Damit funktioniert halt alles schneller. Perfekt. So, jetzt habe ich deinen Mann mal bemüht. Der hat schon gedacht, der kann da hinten sitzen bleiben. Kann er vergessen. Ja, falls mal Einbrecher kommen, da hinten. Ist alles bereit? Ja, da haben wir noch nichts abgesichert. Nein, ich meine hier Die die. besser meinst du? Also ich glaube nicht, dass hier einer einbricht. Der Wagen ist ja sehr hoch, also Echtglasfenster und so. Ich glaube, die gehen lieber an irgendwelche anderen Sachen, oder? Genau, also es ist auch statistisch, glaube ich, so, dass die Autos nicht sehr gern angegangen werden von den
böswilligen Leuten, weil es sehr schwer ist, hier reinzukommen erstens. Wir haben Echtglas, wir haben eine super Tür von Morello. Da haben sie schon so ein gutes Konzept gemacht, dass das auch wirklich sehr sicher hier drin ist. Ich kann dir zeigen, wie man die ganz leicht knacken kann. Oh, das zeigst du aber dann... Oh. Doch, wir können es gleich im Video zeigen. Okay, sag. Nee, sag ich. Nein, nein, stimmt nicht. Man kann die überhaupt nicht knacken. Es ist unknackbar. Man uns das erzählt, dass der sehr, sehr sicher wird. Sag mal, was ist das denn? Ist das ein Kaffeevollautomat? Ja, ein Kaffeevollautomat. Der musst du natürlich mit Mit Milchding. Mit Milch, genau, mit frischem Milch, ja. Okay, das ist schon mal gut. So, und dann haben wir hier vorne, sind die echt die Kaktusse? Ja. Die Kaktussis? Ja. Nee. So, was Das da unten? ist Seife und Spülmittel. Das hatte ich auch daheim so stehen, habe sie gleich so mitgenommen. Echt? Und das ist perfekt. Uah, Oh. das ist Unfall. Wasser. Das Das ist nicht schlimm. gekommen. Das Beste ist aber echt die Spülmaschine. Zeig mal. Also Spülmaschine, die ist so mega. Eine Fischer und Peikel. Die ist cool. Das Geile ist, dass du die Sachen, die dreckig sind, kannst du gerade reinmachen. Das ist perfekt, ja. Man kann eigentlich, wenn man zwei hätte, könntest du die eine voll machen, die andere leer. Ja. Sehr gut. Aber da brauchen wir Hilfe. Vielleicht können da welche Leute bei euch bei deinem Video in die Kommentare schreiben. Wir beide haben die Bedienungsanleitung 5-mal durchgelesen und die geht immer noch trotzdem von irgendwie, machen wir da was falsch? Sonst startet er wieder irgendwie. Da brauchen wir einen Lehrgang oder ein Normalerweise, Tutorial. wenn es blinkt, dann startet er ja, hat man das Programm eingestellt. Auch jetzt ist er zum Beispiel aus. Ne? Und wenn ich das zumache, fängt er dann trotzdem an, das Programm zu starten. Entweder hat er irgendeinen Systemfehler. Kann dir sagen, wenn die noch nicht vollständig bezahlt ist, die Rechnung, dann Das wird es wahrscheinlich Also bitte in die sein. Kommentare rein, ein Tutorial, was wir falsch machen. sag mal, der Griff, war der schon dran? Nein, Der ist ja geil. den haben wir dran gemacht. Den. Ja, nee, geil, also der ist gut. So. Mach mal, was hier drin? Oh je, jetzt. Achso. Ja, Mein Lieblingsschrank. Ich finde alles. Also jetzt, wo ich ja schon nicht hinten reingucken darf, in den letzten. Du willst sterben. Ja, Kaffee, Tee, Vorrat, Hülsenfrüchte, Nüsse, Nudeln. Nudeln. Mal wieder so. Also ganz normal. Sehr schön. Unten? Ihr grillt ja auch. Habt ihr auch einen Grill? Einen Außengrill? Ja, wir haben Gas und Dings, aber Grill haben wir jetzt noch nicht so viel gemacht, weil wir das erstmal noch richtig angehen wollen, betrifft den richtigen Grill. Was ist das hier? Halt so Zucker, brauner Zucker, Himalaya-Salz, Mehl. Da unten haben wir halt Haferflocken, Linsen, Bohnen. Weil die Bohnen, ich kaufe nichts von der Dose, ich mache das halt alles selber. Eine Nacht vorher einkochen und gleich machen. Ja, das merkt mein Magen am meisten. Also Fertigessen gibt es bei uns nicht. Und wenn ich dann mal gezwungenerweise vom Burger King oder irgendwas so draußen essen muss, dann merkt mein Magen sofort. Aber die kocht sehr gut. Ich bin sogar überrascht manchmal, wie andere Leute in eine kleinere Küche kochen können. Ja. Also das war sogar das Erste, was sie gesagt hat, ich brauche eine große Arbeitsplatte. Und das war ja das Größte, was wir kriegen können. Noch kleiner und dann hätte ich Streit wahrscheinlich mit der. Also schön ist, dass ihr auch mal, wenn ihr euch mal streitet, könnt ihr euch das Video angucken. Da kannst du noch mal sehen, deine Pros. Sie kocht sehr gut, sie wäscht die Wäsche gut. Team. Sie hat ihre Stärken, ich habe meine Stärken. Was hat er für Stärken? Was hat er für Stärken? Er ist halt auch ein Allrounder, er kann eigentlich alles. Ne? So das, was er schon gemeistert hat von 0 auf 100, so das mit dem Führerschein oder sich ins Campingleben einarbeiten, er hat ja so die Meisteraufgabe gehabt, ne? Das alles, das ist ja so sein, das Neue zu studieren, zu lernen und das Auto. Aber sie hat mir gut geholfen. Was ist bei ihr so toll? Da gibt es gar nichts. Das ist so ein Buch, Alter. Was verlangst du jetzt von mir, dass ich könnte eigentlich gar sagen, alles. 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 Ja, sag mal so ein, zwei Sachen, die besonders gut Ja, ihr Charakter. Sie lächelt mich jeden Tag an, sie bringt mir Kraft, sie glaubt an mich, sie gibt mir die Kraft, die ich brauche, wenn ich dann mal nicht mehr weiter weiß, sei es jetzt von der Motivation her oder sei es auch das machst du schon, ich bin mir sicher, du kommst da raus oder du kriegst das schon hin und dann verzweifle ich gar nicht mehr und dann mache ich einfach weiter, weil sie an mich glaubt und das ist das Allerschönste, was sie mir gibt. Du weißt, ich drehe ja hier die Videos auch für eure Familie, gell? Für die 400 Cousins und Tanten. Ja, genau. Aber ihr habt euch echt lieb, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Ja. Das ist noch wie am ersten Tag sogar vielleicht noch viel mehr. Ne? Ja, bei dir. Ja. Bei dir? Siehst du es nicht? Was Spaß. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Was ist hier? Ja, Da ist die Waschmaschine. Ja, da ist die Waschmaschine. Da ist die 4 Kilo Waschmaschine. Da sind meine Bällchen noch drin.
Die ist gut? Ja, die ist gut. Das funktioniert super. So, und das heißt, so hier, drin, hier ist dann immer die Batterie leer, wenn du mal anfängst. So, was ist hier oben drüber? Ach, eine Heißluftfritteuse. Heißluftfritteuse, da ist mein Brotbox, den Tefal, den Grill haben wir dabei, den Toaster. Das ist der Dampfgarer. Die Dampfgarer-Chips. Nee, das sind Flips. Ja. Flips. Ja, da ist auch ein bisschen wieder Vorrat drin. Habt ihr auch so eine Schweineecke? Also mit so Schokolade und so einem Käse? Natürlich. Zeig mal. Wo ist die? Da ist sie. Da unten. Da sind die ganzen Ey, leck mich fett. Haribo-Sittis und Nüsse. Warte, ich zeig das mal. Darf ich mal sehen? Kannst du mal reingreifen. Das sind meine Mosa, die Black Chocolates sind meine. Und das sind alle seine Lieblings. Ja, also Welche sind Ali? Bounty. Bounty. Meine Leckerlis. Leckerlis. Ey, sag mal, genau. die Cashewkerne gab es die im Kilopack oder wie? Die habe ich jetzt gerade vorgestern geholt. Bei Norma gab es die im Angebot. Bei Norma. Die sind aber nicht mit Salz, oder? Nee, die sind naturbelassen. Walnüsse, da habe ich wieder dann die Handschuhe, die Sweetle geeignet. Ja. Also liebe Leute, ich glaube, Und die Mineralien. das hier ist eins der aufrichtigsten Morello-Videos, die wir je gedreht haben, denn ist unvorstellbar, wie lange man Zeit braucht, um mal alle Türen zu öffnen. Aber am coolsten finde ich ja wohl das hier in der Tür. Das sollte Ja. haben wir immer hier gesehen, an der Wand draußen, aber da das dann halt dann immer so unordentlich aussieht, hat dann die gesagt, können wir das nicht anders machen, dann haben wir es hier reingemacht. Und so wird das, wenn die Sag mal, das klappt unten mit der Frischhaltefolie, das Abreißen. Ja, das Genau. Sag mal. Mach mal. Ey, ich brauch sowas. Das geht wirklich. klappt perfekt. Und jetzt? Oh toll, jetzt wieder mal ein Fisch. So. Bälle für Hunde. So, jetzt kommt das Wichtigste. Backofen, habt ihr den schon mal benutzt? Weniger würde ich sagen. Mal ein Brötchen aufbacken oder so. Ich habe ja den Active frei und da mache ich halt alles. Ich mache alles in der Heißluftfritteuse. Ich habe auch jetzt eine dabei. Also die habe ich mir extra eingepackt im Auto, um die dann ins Wohnmobil zu stellen. Das klappt echt perfekt alles. Ne? Ja, Nur auflaufen. Kauft euch eine Heißluftfritteuse. Jetzt kommt's. Also das ist... Ja, da ist nicht so viel bei uns. Dienst mehr so als Abstellplatz. So, dann eins tiefer. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ja in die große Tiefkühl... Ach, schon wieder die Dinger. Da habe ich wieder Hundeleckerlis, habe Leberwurst für die gemacht. Und Fisch habe ich hier drin. Bisschen Fleisch. Sag mal, was ziehen die denn so weg, die Hunde am Tag? 100 Gramm pro Kopf. Wie, Fleisch. am Tag? Ja, das ist nix, ne? Das ist ja günstig. 200 Gramm 3 Kilo. Fleisch, ne? Cool. So, jetzt... Wird viel. Boah, ist ja voll. Ja, so bin ich bekannt. Ayran. Zu Hause sah es auch so aus. Denn ihre ganze Sippschaft ist so, Sven. Ja. Die Schwester, Die ganze Mutter. Sippschaft. Siebschaft. Hier habe ich mein Obst und Gemüse, Tomaten, Gurken, Zucchini, ne? Darf nicht fehlen. Sujuk ohne Ende. Knoblauchwurst. Knoblauchwurst. Ist sie gut? Ja, Das bringt mei. aber morgen früh wohl. Ja. Okay. Du kannst mein Päckchen mitnehmen und probieren. Ja, hier haben wir Leckerlis und mehr so Käsesorten halt, ne? Frühstückssachen. Joghurt, Ayran, Butter. Ja. Ketchup, Salat, Eier. Obst. Zeig mal auf. Obst. Apfel. Ja, Ja, was da alles reingeht. ja das gibt's ist ja echt cool mit dem Boxen. Ne? Das dem ist sehr, Boxen sehr ist das ganz praktisch. Es rutscht nicht bei der Ey, Fahrt hin und her die ganze ich darf Sachen, das- stabil dran. Ich darf das Video nicht meiner Frau zeigen. Dann muss das alles demnächst so aussehen bei uns. Ja, Hundefutter. Was da? Hundefutter heißt Reis. Da koche ich Reis ohne Salz, ohne Öl. Ach, die dürfen auch Kohlenhydrate, die Hunde. Ja, die sollen. Einen bestimmten Das Gramm. ist, das ist deren Fleisch. Rindfleisch wird gebraten, in klein geschnitten. Und dann haben sie Zucchini. Die kriegen das Kilo für Was ist das da? Das ist Tzatziki, das essen wir gleich. Oh, wie geil. 10 Euro. Was ist gemein ist, Und das ist Zucchini. ich habe voll Hunger, aber ich muss noch ein bisschen filmen. Das Ja. hilft nichts. Wenn du abgeschaltet hast. Dann Ja, wir sind erst bei 82 Minuten. Also der, so, dann mach mal auf bitte. Hier vorne. vorne. So, hier ist der Glas. Gläser. Die Vitrine. Ja, die Glasvitrine. Krass. Also da vorne, da sind Teetassen. Ja, Teetassen. Wie du siehst, jede Sorte Teetassen, Kaffeetassen. Tee. Und da haben wir die. Ist ja hier alles auf Deutsch, nicht auf Türkisch. Ja, ich war noch nicht in der Türkei nach dem Kauf des Wohnmobils. Warte mal ab. Okay. So, dann runter. Drunter ist Öl, Essig, Tee, Honig.
Ihr habt doch mehr als eine Durchschnittsfamilie hier in dem Haus. Ja, leider. So war ich immer. So war sie immer wirklich die. Aber ist ein Haus auf Rädern. Also ich vermisse hier wirklich gar nichts. Ich kann ja ganz normal kochen und tun. Ich habe So. alles, wie du siehst. Weiter geht's. Da habe ich meine Teller. Und die werden immer abgesichert. Wenn wir losfahren, da kommt immer dazwischen so eine Anti-Klapper. die heißt eine Anti-Rutschmatte. Okay. Ja, ist alles Glas, da ist Plastik. Das ist zum Einfrieren so Dosen. Hast du dann eine Ordnung drin? Bei uns, wir haben ja 400 verschiedene. Und alle Deckel musst du dann suchen. Ja, die Deckel sind hier. Wo? Da sind die Deckel dazu. Was ist das denn hier? Glaskerang, Putzstein. Ja, für den Feld. Ceranfeld, genau. Und das sind so Frühstücksdinger, wo wir halt so unser Käse, dann kann man das so zumachen und wegpacken. Ja, Pizzaschneider, Dosen. Ups, jetzt hängt was. Sie haben schon Drogen. Was? Drogen? Ja, das war bei unserem Video so, das wusste ich selber nicht. Da sind meine ganzen. Das ist ja mega. Jetzt darfst du mir mal sagen, was das sind denn hier für Gewürzspender? Das sind Gewürze. Zeig mal. Ja, so kleine Mini. Und das Coole daran, ja, die habe ich bei Amazon bestellt. Und die wurden so geliefert und das hat ja so perfekt reingepasst, dass die dann halt. Ah, mit hier dem so Schaumstoff? Mit dem Schaumstoff. Waren also Und- im Amazon-Karton so Ja, drin. die wurden so Die haben halt hier in die Schublade Das mit hat hier dieser. perfekt reingepasst. Genau. Ne? Was ist So, geht Kikik? ins Kikik ist Oregano. Oregano. Genau. Und Karabiber? Pfeffer, rote Pfeffer, schwarze Pfeffer. Ach so, Karabiber heißt schwarzer Pfeffer. Karabiber. Aha. Genau. So, man putzt. Wer ist hier Paul Bieber? Poolbiber. Poolbiber. Poolbiber ist, alle sagen mal schnell. Chili-Schoten. Diese, wie heißen die? Chili? Flocken? Chili? Und Sumak? Sumak, das gibt Sumak, heißt das auf Deutsch auch. Ja, was weiß ich, da steht ein K. Das ist halt, das kennst du nicht, das ist für türkische Gerichte. Alles klar. Also das geht so eine türkische Küche eingestellt. Ja, So das Deutsche hat sie wahrscheinlich noch nie benutzt. Deswegen. Ey, ist ja bei uns, ich komme aus dem Saarland, kannst du dir vorstellen, das sind ja Kurden und Türken ohne Ende und die machen ja alles auf dem Holzkohlegrill. Kannst Ich du habe dich nicht zum Essen eingeladen. Nee, wenn du weißt, wo du hingehst, also nicht zu denen, die also pauschal beliefert werden, sondern wo auch die Kurden und Türken selber hingehen, Ja. dann weißt du ganz genau, wo du hingehen musst. Also Genau. und da schmeckt das auch richtig toll. Ja. Ja, die kennen dann sich aus, ne? So, Was haben wir hier? So, ja, die Schublade, die altbekannte, mit so Küchenutensilien. Meine Halsbonbons, wenn ich schon mal wieder hier Hustenkrämpfe kriege wegen Heuschnupfen. Wenn ich zu laut gekrischen habe. was hast du da? Ali, fahr Also wenn langsam. sie kein Wasser hat. Ich bringe jetzt wieder nach hinten, weil ich habe es ja gerade weggebaut. Mach mal. Also ich weiß nicht, ob ihr den Slider braucht. Also es ist, klar, mit den Hunden ist nett, aber ihr habt ja dann auch so eine Wand dazwischen nach vorne. Ja, genau. Das weißt du. Ja, eigentlich, ja. Jetzt haben wir uns, glaube ich, mittlerweile daran gewöhnt, oder Ali? Wir wollten Ja. zwar immer den Slideout, aber jetzt sagen wir, okay, Ich finde den Wagen mega. So, Wenn es mal vielleicht was Neues wird, dann wird es mal mit Slideout wegen den Hunden. so weiter geht's. Hat der Anzahl. Jetzt mach ich dir auch mal auf. Was ist da? Eine Salatschüssel und dann die Töpfedeckel. Alle ineinander gestapelt. Und praktisch. Ja, Sehr praktisch. So Sieb und so. Und hier sind meine Töpfe noch. Die hast du noch gar nicht gesehen. Die Töpfe? Das sind alles die Töpfe, ne? Da sind die kleinen Töpfe. Wo ich halt auch für die Aber Hunde das immer ist koche. aber auch das Mega-Konzept. Das heißt, du kannst sie ja nur so zusammen machen, sonst geht es immer zu. Genau. Er sagt immer, wenn er was rausnimmt, das ist ja wie ein Puzzle. Wo geht das jetzt wieder rein? Das geht gar nicht mehr zu. Sag mal, warum braucht man so viele Töpfe? Warum braucht man so viel Töpfe? Es gibt ja, du willst ja eine kleine Portion kochen, dann nimmst du den kleinen. Du willst dann halt, Gemüse ist zum Beispiel sehr volumenbedürftig und das schrumpft ja nach dem Kochen. Aber vorm Kochen sind sie ja so eine Menge Spinat, wird dann nur noch so. Und dann brauchst du halt diesen riesen Topf, um das zu machen. So ein Spinat. Also eigentlich brauchen wir nur zwei, ehrlich. Aber, Groß und klein. Das würde in Z verkauft. ja, aber das ist aber unser Start-Setup. Also ich glaube Ja, auch, so- die Ösam wird das auch nochmal jetzt verringern. Also Ja, okay. der Ja, hat's jetzt nicht braucht man gesagt. nicht, ne? Nächstes? Aber der Platz ist da halt, das ist das Coole hier. Ne? Das ist die der Hundeschrank. schenken wir uns. Ja. Also nicht, dass ich jetzt nicht Hunde will, aber, Nee, aber okay. ja, Ali, was hast du hier so drin, Auch Schätzchen? Hunde, auch Hunde. Und Auch Hundesachen wieder, ja. Hunde, wie Kissen, wie heißen die Kissen? Für Nackenkissen. Nackenkissen für Hunde. Echt? Ja. Fürs Flugzeug. Fürs Fahren. nee, wenn sie dann so kuscheln, dann machen wir die ein bisschen unterstützen, dass die dann Tja, wir haben halt die Boxen genommen, haben so alles. Schatz, in die Mitte. Ja. Das ist so Kamerazeug, Stative und Akkus und
was ich auch für das fliegen. YouTube-Videos und so. Also falls mal der Einbrecher kommt. Ja, genau. Aber das, gut, wenn es sich rechnet, sind da vielleicht 3.000 Euro drin, aber mehr nicht. Ah, ihr habt eine so eine Dashcam von Ventru. Ja, genau. Die hab ist ich da auch. vorne noch dran, aber Ja, die ist super. da ist auch das Spätzle für dich, das German Television. Ja, wir haben halt eine Insta 360-Grad-Kamera, wir haben eine Drohne, wir haben wir haben die Insta-Brustkameras für die Ego-Perspektive. Nutzen wir das eigentlich? Boah, da habt ihr voll den Filter drauf hier auf dem Bild. Ja, logisch. So ein Instagram-Filter, ne? So ein Ja, da bisschen, sehe ich ja. aus wie 16. Nee, das sieht deine Das Frau aus macht wie die Falten 9. weg, ist so ein Weichzeichner drin und dann... Ne? Aber was hier, Autool, was ist das? Das ist so ein Dings, Sven, das ist so ein, muss ich ganz kurz hier rüber. Okay. Das da hier meinst du? Ja. Stopp, warte mal, bevor du irgendwas machst, ja. Ich muss das mal zeigen. Und so jemand guckt. Du hast nicht nur einen Bildschirm, du hast 1 Garmin, 2, 3, 4, das ist hier ein Samsung. Genau, das ist für WhatsApp Maps, das ist TomTom LKW Navigation, Garmin LKW und das ist die Visual 360 Bird View, wo man das Ganze mit dem LKW sieht. Und das habe ich halt immer parallel laufen. Und da drüben, die Özlem hat nochmal den Garmin Camper und den TomTom Camper. Und wenn es einer mal sagt links und die anderen 3 sagen rechts, dann bleiben wir stehen und gucken. Achso, dann wird dann abgestimmt. Genau, und hier haben wir das noch vom Originalen, vom Morilo selbst drin. Ja, ich hatte halt diesen großen Respekt, also dass ich jetzt LKW fahren muss. Und da hat man gesagt, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Und dann da hast du halt 9 Navis eingebaut. Genau, Darf ich mal hier die Stromverteiler mal zeigen, hier unten? genau, das geht Das muss man mal sehen. Also ist nicht nur einer, sondern 8. Genau, also die 3 sind halt erstmal für da und da und da. Und dann das ist der nochmal, der den dann nochmal ansteuert. Das heißt, das hast du ja gerade eben gefragt. Autool. Hätte ich vielleicht im Nachhinein jetzt nicht mehr gekauft, aber Aber was ist denn? warte, siehst du gleich. Warte. Na, gehst du wohl? Jetzt will er nicht mehr. Jetzt musst du selber gucken. Das ist ja krass. Ja, sag mal, das sieht ja aus wie bei Star Trek hier. Ja, ist halt wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, werde ich auf jeden Fall brauchen. Heutzutage hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so viele Navis gekauft. Aber Da vorne ist ja noch eins. Guck mal hier, Alpine Navi. genau, ist das Alpine ist auch noch dabei. Ist auch noch ein Boot. Ja, jetzt geht alles erstmal hochgefahren. krass, jetzt ist gleich die Batterie leer, wenn du alles angemacht hast. Nee, der hält das schon aus. Also ich habe schon mal einen Tag ganze Nacht durch und es passiert gar nichts. So, ich bin jetzt ein bisschen selber überfragt. Du bist der Wedding-Planer, das kann nicht passieren. Das muss. Nee, eigentlich nicht. Du musst vorbereitet sein. Na? Du, ist auch egal, wenn du mir kurz erklärst, was ist. Das sind so für, ob du, also Die Ebene, ne? genau, da sind so Schräglage stehst. Ob du gerade stehst. wie beim Flugzeug, so, ob du links pendelst oder rechts pendelst oder eine Neigung nach vorne hast oder nach oben hast, dass du dann nochmal gegenkontrollierst, falls du es nicht merken solltest. Aber es war eine Spielerei, die habe ich mir einfach geholt. Mittlerweile habe ich sie eigentlich auch, kannst du sie auch wieder reduzieren. Sag mal, der Mann ist ziemlich aufgeregt. Du bist so voll die coole Socke. Echt? Warum ist er so aufgeregt? Normal ist es andersrum. Ja. Ich kann nicht so gut reden, ich bin immer aufgeregt. Er ist dann eher der Ich Entertainer. habe den King von den Campern hier. Komm, jetzt gut. Das Du ist, machst ihn nervös. das ist Elvis Presley. So ein Quatsch. Also, Also im Camperbereich, also ich bin mit deinen Videos halt total in einem gewesen. Ich habe da riesen tolles Respekt an dich, wie toll du das machst. Deine Schlagfertigkeit, deine Redensart, alles. ja, aber viele denken hier voll der Arsch, wie der mit den Leuten umgeht, unhöflich. Echt volles sympathische Gefühl gehabt bei dir. Und kann ich auch nur bestätigen. Also Ja klar, es gibt auch das gleich hat was nur zu die essen. Aufregung halt, bin ich normal nicht so, aber ich weiß, es ist so, dass ich nicht so viel Ahnung von diesem Zeug hier habe. Und da bin ich halt, wie gesagt, aufgeregt. Also in der Sache, wo ich mir sicher bin und ich weiß, was ich da sage. Und hier sind halt wieder Sachen, zum Beispiel, wo ich jetzt nicht sagen konnte, wie das Teil nochmal heißt. Dieses, Das ist doch scheißegal. Wie es und heißt. da stehe ich dann erstmal da, wie wie war das? Also erstmal großen Respekt für euch, dass ihr dass ihr noch zusammenbleibt. Weil es gibt ja viele Paare, die so auf engem Raum dann sich voll anschreien und voll anzicken. Streitet ihr euch schon mal? Ja klar.
Ja, es gibt immer Meinungsverschiedenheiten, aber die sind nie so, dass sie halt dann zum Krieg ausführen, sag ich mal. Es lässt sich alles regeln und miteinander bereden und dann ist wieder nach einem Tag. Du hast ja auch ganz harte Waffen, muss man auch sagen. Also du kannst ja... Der Schrank meinst du, oder wie? Nein, ich meine, die meisten Männer sind ja unglaublich traurig, wenn sie geschimpft kriegen danach. Also die ist, und wenn man böse ist, und dann ist ja oft so, dass man den eigenen Spiegel vorgehalten kriegt von anderen Leuten und dann sagt, hör mal zu, wie kannst du nur so mit mir umgehen? Ja. Gut, aber es spielt ja keine Rolle. Ich denke, ihr versteht euch. Ja. Ist hier Essen, wie ist denn morgens? Wo wird denn gefrühstückt? Hier am Tisch? Hier am Tisch meist, ja. Okay. Und wie lange frühstückt ihr? Halbe Stunde, eine Stunde. Eine Stunde? Ja, es kommt drauf an, was jemand macht. Wenn es dann tolle Sachen sind, dann ist es dann noch mal eine Stunde. Kann man da abnehmen bei ihr? Nein. Um Gottes Willen, also so lecker und du willst eigentlich nicht mehr und dann nimmst du es einmal in den Mund, was sie da noch hingezaubert hat und dann machst du dann weiter. Leider. Das heißt, ihr lebt eigentlich ein tolles Leben gerade. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, wenn hier das Wetter schlecht ist, könnt ihr sagen, wir fahren da und da hin, guckt euch an, wo es ist. Genau. Seid vollkommen frei. Habt ihr noch genug Geld? Langt's? Gott sei Dank. Also ich habe einmal das richtige Händchen gehabt, auch für die Özdem, also wir in der Sache auch finanziell haben wir immer, der liebe Gott hat es auch immer gut gemeint. Und wir haben da Gott sei Dank gute Reserven. Aber wir haben das in der Familie, auch in der Umgebung, das Alzheimer, Demenz. Und wenn man nichts mehr macht, dann verblödet man ja auch irgendwann mal. Also das ist jetzt eine super Auszeit gewesen, dieses 7 Monate, dass wir gar nichts überlegen müssen oder denken müssen, nur an dieses Genießen hier machen können. Aber im Endeffekt wollen wir auch, das YouTube hält uns im Takt, dieses Kanal, was wir jetzt gemacht haben. Genau, wenn du mal kurz das Handy mal nimmst und den Kanal mal aufrufst, dann machen wir ein bisschen Werbung für euch. Den Namen musst du wahrscheinlich einblenden, wenn wir das jetzt aussprechen. Verstehen das die meisten nicht. Das heißt, also der Kanal ist auf Türkisch? Nein, also der Name ist türkisch. Das heißt Dat Didi Dat Dat und bedeutet auf Deutsch Düt Düt. Also die Hupe, Düt Düt. Düt Düt. Nochmal, So ein wie heißt der Kanal? Der Kanal heißt Dat Didi Dat Dat. Das ist ein Sag mal, wer hat euch denn da beraten? Niemand eigentlich. Das ist eigentlich eine das ist ein Film. Eine Szene von einem Kultfilm, von einem türkischen Komiker, der auch... also doch türkischer Kanal. Kanal. Gepasst, ja, genau. Nochmal, es heißt Dati Dat und auf Deutsch heißt Düt Düt. Genau. Sag mal, also ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes reinschreiben, falls ihr es nicht findet. Cool. Ja, ich habe ja auch einen Samsung. Ich bin auch unglaublich zufrieden damit. Ich muss immer sagen, wenn die Leute schimpfen und sagen, hier geht nicht. Hast du auch so einen Fold? Nee, ich habe keinen Fold, ich habe den normalen. Flip? Nee, kein iPhone. Flip, das ist zu klein, nein. Ich habe den Samsung S23 Plus. Ultra. Ultra, wollte gerade sagen. Auch mal für Fotos und so, ne? Original oder türkisch? Original. Original. So, lass mal kurz gucken. Sag mal, was ist das denn hier eigentlich? Ja, wir haben hier sind ja nochmal die Originalen von Morello drin. Schatz, mach du es mal mit dem Handy, bitte. Das sieht aus wie aus Star Wars, irgendwie so eine Da Waffe. waren ja nur die 2 hier da. Und dann haben wir aber gesagt, das langt nicht. Da haben wir das haben wir dann hier so, aus 1 machst du 2. Quasi hast du hier Und das 2 machst du 4. Genau. Also das war das kannst du hier verstellen für Größe und Dicke. Also darf ich mal fragen, man kann sowas kaufen, oder wie? Ja, in Amazon, das ist hier nochmal so ein Einsatz. Weil die kannst du nicht das ist nur eine Größe, ja. Okay. Kannst du zum Beispiel jetzt damit Geht nicht nicht. rein. Oder halt je nach Flasche oder je nach Dose, was du hast. Okay. Dann musste ich halt diesen Aufsatz nochmal holen. Das kann man hier da reinschrauben. Das ist nochmal so ein Ding, wo du dann reindrehst. Der sich dann also anpasst an die Dicke. Und der kannst du halt nochmal hier oben, wenn du mal was Dickeres hast, nach deiner Größe anpassen halt. Jetzt habe ich den verstellt. Musst du wieder richtig in die Größe machen und dann hier reinstecken. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich finde es cool. Es war halt nur 2 möglich. Und, Boah, ist das ein Handy? Ist das ein Handy oder ist das ein Bug? Das ist ein Tablet, nein. So, sag mal, also der Kanal heißt Dadiri Dad. Dead. Man kann auch Englisch aussprechen, ne? Dead. So, ihr habt doch sagenhafte 1560 Abonnenten. Wie haben die euch gefunden bei dem Namen?
Ja, die typischen Deutschen halt. Oder sind das die ganzen Verwandten? Oder so. Der Hälfte ist wahrscheinlich verwandt und die anderen sind alles so typisch Deutsche. Ja, die- meinst So, zeig mal hier steht Husband Husband Code. Code, also erwischt. Ja, genau. Also wir Sag haben mal. mehr Shorts jetzt im Moment drin, als wir jetzt, wir machen so kleine. Ach, du wolltest ihm mit der Bratpfanne eine rüber. Es geht mir nur um die Musik, weil sonst kriege ich Probleme bei YouTube. Ja. Okay, genau. Cool. Aber man muss sagen, ist der Name, habt ihr schon Millionenhit? Millionenhit? Nee, haben wir noch nicht. Nee. Wir haben auch jetzt mit YouTube im Februar angefangen. Ja, Oder? im Februar haben wir angefangen. Genau, Instagram hatten wir vorher, die Hundeseite sozusagen. Ich hatte halt mit den Hunden immer schon mal was gemacht. Ich glaube, gepostet. YouTube ist ab 1000 jetzt mittlerweile. Also man muss nicht mehr irgendwie 10.000 haben. Weiß ich gar nicht. 1000 YouTube. müsst ihr haben. 1000. Mehr Insta. Und rollt der Rubel? Nein, also wir haben noch nichts verdient. Wir benutzen auch viel Musik, was du nicht benutzen darfst, also wo du da nicht monetarisieren kannst und so. Aber das war uns erstmal egal, weil wir wollten kein Geld verdienen, sondern wir wollten nur Spaß haben und das mit den anderen Leuten teilen. Und mittlerweile haben wir so viel Spaß daran, dass wir auch gemerkt haben, viele haben auch gesagt, wieso macht ihr das nicht auf Deutsch? Wollen wir jetzt in der zweiten Reise auch mehrfach mit Deutsch gehen, weil doch viele Leute dann nachgefragt haben. Aber gut. So, was ist das da? Das ist Lenovo, das ist so ein Luftreiniger. Das machen wir dann immer an, wenn da saugt es rein, also unten saugt es rein und hier kommt dann wieder frische Luft. Das ist so, das haben wir auch noch einmal hinten im Schlafzimmer. Eigentlich langt eins, aber wenn dann die Hunde da sind und wir dann, das wussten wir halt zum Beispiel auch nicht am Anfang. Brauchen wir sowas, brauchen wir nicht. Und dann denkst du dir, das staubt doch bestimmt viel und dann staubt's? nicht sehr viel, aber trotzdem haben wir es schon sehr oft benutzt, wo wir dann gesagt haben, es hat die Luft schön frisch gemacht. Boah, ich liebe ja hier diese Eier, die du hier stehen hast mit den Blumen. Ja, die standen bei mir auch damals im Wohnzimmer. Und das waren so meine Lieblingsvasen. Da habe ich gesagt, die gebe ich jetzt nicht, die nehme ich mit. Die Lieblingseier. Die Lieblingseier, genau. Die sind ja so zum Verpacken, sind die ja nicht so günstig, ja. Nee, die kommen dann in so Küchentücher rein und kommen dann. Was war denn der schönste Moment, wenn du jetzt mal so, also den du jetzt erlebt hast hier, der schönste Ort? Fangen wir damit an. Der schönste Ort. Boah, fragst mich etwas. Ich habe sehr viele schöne Orte gesehen. Aber wo wir halt sehr lange uns wohlgefühlt haben und gefallen hat, war in Los Alcazares in Spanien. Da war halt alles, da waren wir 3 Monate. 3 Monate? Ja, haben wir überwintert sozusagen. Da waren die Temperaturen so angenehm und schön und es war alles nahegelegen. Die Menschen im Campingplatz waren so toll und Was haben habt ihr gute bezahlt am Bekanntschaften. 26 Am Tag? Euro, ja. Das heißt dreimal, also rund 600 Euro im Monat. Ja. Geht doch, oder? Ja. Mit Strom. Strom dabei. Ja. Strom dabei, Genau, war Abwasser okay, dabei. ja. Ab einem bestimmten Tag, wenn man da halt länger bleibt, kriegt man halt einen Rabatt. Sonst kostet es teurer, aber wir über einen Monat, ne? 3 Monate? Ja, Was habt ihr denn da gemacht die ganze Zeit? gechillt. Nein, Es war also aber- wir brauchten auch diese Zeit. Es war wir haben ja gestartet hier, Holland, Belgien, Frankreich und Paris waren wir im Ghetto drin, weil ich falsch abgewogen bin. Da waren wir dann, haben wir auch einen kleinen Unfall noch gehabt, weil da eine dran geschlürft ist. Also es war eine sehr aufregende Fahrt bis nach Spanien runter. Ja. Und aber immer halt so mit 5 Tage da, 4 Tage da, immer wieder gleich wieder aufbauen und abbauen. Und als wir dann in Spanien, Mar Menor, da bei San Javier, Los Alcazars angekommen sind, da hat es dann gut gefallen und dann haben wir dann, das war vielleicht auch einer der schönsten, der erste schönere Campingplatz, den wir hatten. Da musste ich nicht wegfahren, ich hatte Ablass und so alles gehabt. Und da haben wir dann den ganzen Stress von der ersten Fahrt, die ganzen ersten Eindrücke, die wir hatten, erstmal bearbeitet. Und deswegen hat es dann so lange gedauert, dass wir da auch da geblieben sind. Und dann erst wieder ready to go waren, dass wir dann weitermachen. Ist das so ein Platz, wo du sagst, da würde ich jetzt nochmal hinfahren? Ja, Ja. auf jeden Fall. Kann ich für jeden weiterempfehlen. Mar Menor. Kommt auch so große Schiffe wie wir drauf. Wir waren an Stellen, Sven, da haben da alle so gemacht, bist du verrückt, was machst du hier mit diesem 15 Tonner und mit diesem 12 Meter, hier fast 12 Meter. Aber das war das Unwissende, wir waren unabsichtlich an diesen Stellen, aber es hat geklappt. Es hat geklappt und ich habe gedacht, kein anderes Schiff war das, also waren alles nur Kastenwagen. Und wir sind trotzdem drauf gekommen, wir haben es hingekriegt. Boah, mega. Ja, und dann Spanien war gut. Und Spanien war gut, Portugal war sehr schön, wir waren in Lagos. Lagos. Ja, Wo liegt das? in der Albufeira, da, ja, südlich liegt das. Aber Wie lange wart ihr da? 3 Monate? Nee, da waren wir nicht daheim, da waren wir nur einen Monat. Da war sehr heiß, habe ich gehört. Nee, Also, wir hatten leider Unglück. Es hat viel geregnet derzeit und war auch windig. Also wir hatten nicht so jetzt, aber es sind halt sehr schöne Buchten und Küsten. Also
sehr malerische Landschaften. So, und habt ihr dann Schach gespielt den ganzen Tag? Ja, der ist hier. Was denn? Der Schach. Der Schachspiel ist unten. Also habt ihr Hast gut geraten. Spielt ihr Schach? Ja. Ja, ich auch. Deswegen bin ich... so, da wart ihr in Portugal. Du liest gerne oder was? Guckst du auch mal einen Film bei Nein, Netflix? ich bin also eher der weniger Leser. Das macht die Özlem vielleicht mehr. Ich bin viel im Internet unterwegs und gucke und versuche da was also dabei bleiben zu können. Aber Fußball und Wie meine Fußball? Community, Musik-Community hält mich auf dem Trab. Also, da bin ich. Achso, du bist DJ oder Sänger? Was bist du? Nein, ich war Schlagzeuger und Schlagzeuger. habe meine eigene Band gehabt. So habe ich eigentlich angefangen mit jungen Jahren. Paradidel. Bitte? Paradidel. Also sagt mir jetzt nichts. Das ist so eine Schlagweise, wo du immer von links nach rechts abwechselst. Paradidel, Paradidel. Achso, das war jetzt ja Paradiddle, okay. Ja, war dann Fußballer Ja. schon immer gewesen und auch immer leidenschaftlich. Aber was ist dein Club? Eintracht Frankfurt und Galatasaray. Cool. Die beiden haben, Wo spielt Eintracht jetzt? was meinst du, wie wir spielen jetzt? In welcher Liga? Das weißt du doch, oder nicht? Das ist ja nein, sag mal. Das ist in der ersten Bundesliga. In der ersten Bundesliga, aber noch nicht so lange, oder? Alter, willst du schlägen oder was? Was bist du für ein Fan? Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Also, Deswegen okay, dann geht's. Ich dachte, du bist so irgendwie so ein anderer Fan von Schalke oder sowas und machst jetzt gerade Bayern Eintracht München. nieder. Nee, Eintracht Frankfurt. Jungs, Ultras, guck mal her. Ich hab 15 Jahre, also keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass der erste FC Saarbrücken vor kurzem in so. der nicht Champions League, im Pokal Ja. und sogar ziemlich weit kam, irgendwie Bayern rausgeschmissen und die den Rasen gerade einzeln verkaufen, wo sie Bayern besiegt haben. Okay. Also der komplette Rasen wird verkauft, ja. Ja, cool. Das ist halt für die Fans eine einmalige Sache, das will man dann haben. Ja, will man haben. Also da ist es, also Fußball, muss ich sagen, hat mich irgendwie nicht so, hing aber meinem Opa, also der war jetzt auch kein Fußballer und ich bin am Opa groß geworden. Aber Fußball ist ein Leben so ein bisschen? Ja, schon. Also das ist mein leidenschaftliches Hobby. Aber bin jetzt nicht so streng fanatisch oder sowas. Das war mal mit jungen Jahren, das war mal fanatisch und Dings, aber mittlerweile. Spielst du Fußball? Ich habe gespielt sehr lang bis zu dem Punkt, wo ich dann eine Freundin hatte. Dann habe ich aufgehört. Nochmal, du hattest eine Freundin, bevor du... Natürlich, ich habe hunderte Stück gehabt oder so. Es gab ein Leben vor Özlem. Ja, auf jeden Fall. Das weißt du ja auch, das kennst du ja alles. Aber Fußball war dann zu Ende, als dann die Frauenwelt angegangen wurde. Du hast keine Zeit mehr für gehabt. Ne? Sag mal, wie kann man so einen Mann halten? Jetzt mal ehrlich. Ist das schwer? Und den Mann halten? Nee, gar nicht. Gar nicht, oder? Klappt. Ich glaube, der hat doch so viele Ideen im Kopf, oder? Der hat echt viele Ideen. Ja. Ja. Man muss ehrlich sein. Also, Ja. Wenn man gegenseitig, also ich bin ehrlich zu dir, ich habe es noch einmal angelogen, auch nicht mal so eine Notlüge. Ja, doch, vielleicht mal, das schmeckt doch oder sieht doch hübsch aus heute, obwohl ich das vielleicht nicht so hübsch fand. Ja, und dann, wenn man ehrlich zueinander ist, dann klappt das super. Und ich habe auch das Vertrauen von ihr, das macht mir die große Stärke. Hast du schon gesagt, ja. Also ich glaube, ich kaufe euch das auch ab. Also ich denke mal, ihr seid eins der tollsten Paare, die in ein Wohnmobil gezogen ist, die ich je in meinem Leben kennenlernen durfte, die wirklich auch ganz anders sind wie die anderen Storys. Also wirklich ihr steht ja mitten im Leben, also ihr könntet jetzt auch irgendwie an der Köhe jetzt in Düsseldorf rumlaufen, aber ihr habt euch entschieden, Ziele zu erobern, an die viele nur träumen können, also oder von denen viele nur träumen können. Zum Beispiel Sizilien, also was steht denn alles noch im Plan, auf der Bucketlist? ja, Italien ist noch auf der Route. Jetzt, wenn wir losfahren in die zweite Tour, Italien, Österreich, Griechenland. Slowenien auch? Nee, Slowenien Doch, da nicht, müssen wir auch oder? vorbei. Also Serbien. quasi runter bis nach Ja, Türkei. Genau, wir wollen in die Österreich Türkei. anfangen. Dann Türkei, steht das auch im Plan? Ja, auf jeden Fall. Auch ein längerer Aufenthalt dort jetzt geplant. Viele erwarten uns dort schon, Freunde und Verwandten und auch, die wir jetzt durch YouTube kennengelernt haben. Habt ihr auch einen Pass, einen türkischen? Ja, Okay. Das erleichtert die Sache sehr, weil ich habe gehört, dass die ganz drakonisch werden, wenn du ein Visum hast und nicht ausreist wieder. Genau. Dann, das ist wirklich ganz übel in der Türkei. Da muss man sich genau dran halten. Zu Recht auch, muss man sagen. Ja. genau. Da sind schon ein paar Regeln da, die man anhalten muss. Aber auch eigentlich easy, eigentlich, wenn man das. Wir haben also alle Sachen, die wir brauchen. Und wir wollen da ein bisschen länger bleiben und auch mal ein bisschen
weil wir immer nur Kurzurlaube gemacht haben, Sven. Wir haben durch unsere Geschafft. Genau, von Montag bis Donnerstag, weil da am Freitag wieder Hochzeit ist und dies und das. Und dann warst du immer nur so 4-5 Tage mal Sonne tanken und wieder zurück. Wir selbst sind eigentlich noch der Türkei sehr fremd und haben dort noch vieles zu entdecken. Wollen wir auch, dadurch, dass du die Sprache beherrschst, die Küche halt dort liebst. Geil, ja. Ja, Also eigentlich entdeckt ihr euch neu, das muss man schon sagen, komplett neu, oder? Das stimmt, ja. Ja. Es sind halt auch neue Sachen, neue Orte, neue Erkenntnisse. Ja. So, heute ist der 4. Mai, was macht ihr morgen? Morgen? Chillen? schön. Nein. Übermorgen? Ich bringe dir morgen Sujuk. Sujuk, genau. Wir bringen den Sven Sujuk morgen. Das ist unser Plan. Oh, ist der goldig. Aber Wir haben keine Pläne. Es ist spontan. Wir leben sehr spontan. eine Frage habe ich noch, die wird jetzt sehr persönlich, dann kannst du überlegen, ob du die beantworten möchtest. Friseur. Ja, Friseur mache ich selber. Wie und machst dann du habe ich da? meine Farben und alles. Ja, und schneiden? Ja, macht er. Klappt alles perfekt. Stimmt, die ganzen Türken können ja alle schneiden. Nein, das hat auch mit dem Camping angefangen. Also wir haben gelernt, wie man die Hunde schert. Bei uns in Saarbrücken sind alle Friseursalons entweder von Arabern oder von Türken übernommen. Stimmt. Es ist auch bei uns hier nicht anders da, aber ich habe vorher keine Kenntnisse gehabt. Also wir haben uns vieles Neues angeeignet, dass wir unabhängig von einem Ort sein können und weil du kannst ja nicht immer zum selben Friseur. Also wenn du irgendwo lebst, ist es halt cool, dann gehst du zu ihm, du brauchst gar nichts mehr zu sagen, der weiß, was er zu machen hat. Aber wir wollten keine Anker haben irgendwo. Deswegen ich das gelernt, sie das gelernt. Ich habe mehr kochen gelernt, sie hat mehr technisch. Hast du auf YouTube geguckt, wie das geht, dass du Frauenfriseur wirst? Ja, zum Beispiel so Sachen. Ja, am Anfang sah sie aus wie ein Mutant. Da ein bisschen zu kurz, da ein bisschen zu lang. Was hast du gemacht? Du hast mich umgebracht. Und dann gab es immer einen riesen Stress. Und dann so, ja, und dann immer mit der Zeit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, dann hast du es immer mit der Zeit gelernt. Und mittlerweile kann ich es. Und sie kann meine Frisur machen. Ja, ich finde, sieht gut aus. Also ich meine, du hast halt einen typisch türkischen Schnitt. Standard, Bruder. Zero. Ja, ich brauche keine gute Frisur, ich sehe schon gut aus. Das stimmt. Nee, aber ist ja wirklich cool. Also ich mag das, weil viele werden sich dann fragen, ey, was ist denn, wenn ich mal meine Tage habe und ich mal eine Woche Pause brauche oder so. Das sind ja alles so Sachen, du kannst ja kaum auf den Weg gehen hier. Also das ist dann, oder? Ja, kann man nicht, aber es war auch noch nie so weit, dass wir wirklich diesen Abstand gebraucht haben. Ehrlich gesagt, das ist vielleicht jetzt für manche unglaublich, aber es war wirklich so. Also wir haben natürlich mal schlechte Tage gehabt, ne, wo man auf die Nerven gegangen ist. Und dann trennt man sich halt mal kurz für einen Moment. Und dann ist wieder gut nach ein paar Stunden. Man liebt ja diese Menschen und man verzeiht dann irgendwie, sobald jetzt keine riesen Fehler sind. Ne? Okay, Da habe ich mal einen Fehler gemacht, Alter. Never. Saß 20 Jahre lang. Ich habe geschuftet wie ein Tier. So, Krankenversicherung, wie habt ihr das gelöst? Das ist Selbstabteilung. Ja. Fragst du lieber, weil, was wir genau da gemacht haben, wie das genannt wird. Ja, wir haben ganz normale private Krankenversicherung. Private Krankenversicherung, Genau. okay. Eine Absicherung, wenn euch hier die Bude abbrennt, was passiert denn dann? Also wenn jetzt, ihr kommt vom Strand zurück und die Teile glühen gerade aus. Ja, wir haben eine gute Versicherung bei der HDI Ja. und ESV Schenker oder Schwenker. Schwenger, Genau, die sind die Vermittler gewesen. Wir haben alles gut abgesichert, da muss man sich echt keine Gedanken machen. Das ist in diesem Bereich alles neu gelernt, aber es ist alles im grünen Bereich. Man kann abschalten und alles genießen, weil es eine super Versicherung ist. Und ich habe natürlich auch vorgesorgt. Ich habe aufgepasst, dass wir alles, wenn es Einbruch ist, Sicherheit ist. Die ersten Tage konnten wir gar nicht schlafen in manchen Raststätten. Achso, ihr habt auf den Raststätten geschlafen? Ja. Das hat uns jeder abgeraten gehabt, ja. Aber wir, so gutgläubig wir sind, und, das ist bestimmt auch so, also nur... Da hörst du alles, oder? Ja, Fata Morgana. Ich habe auch schon mal vor der Visualkamera hier übernachtet und damit sie schlafen können. Ja, war ja ein toller Schlaf. Ja, genau. Das waren gute 4 Channel da hinten vorne. rechts. Also gerade in Frankreich gibt es ja so viele Campingplätze direkt an der Autobahn, in der Route Soleil. Nein, ich habe mich zu übernommen. Ich habe immer gedacht, ach, ich fahre die Nacht durch, da ist weniger Verkehr und dies und das. Und dann, wenn es dann nicht mehr ging, dann Raststätte rein. Nicht dabei gedacht, obwohl viele geraten haben oder auch viele Speditionsfreunde gesagt haben, nicht in Frankreich in den Raststätten rein und so. Also da haben wir schon auch abenteuerliche Nächte gehabt. Aber wir haben sehr viel dazugelernt. Das ging dann halt schneller. Und dann die Sicherheit, was mache ich? Wir haben sogar so Szenarien gehabt, wo wir gesagt haben, ich glaube, die kommen jetzt gleich rein.
Und was machst du, wenn jetzt Also so Kopfkino. ja, so 5 Leute waren da, wo ich gesagt habe, das ist nicht normal, dass sie da so viel um das Auto rumgehen. Dann hast du die Lautsprecher angemacht. Nee, Achtung! ich habe so eine JBL-Box gehabt, wo ich so Pitbull-Bellen gehabt, ne, wo ich mit dem Handy dann aktivieren kann, dass sie dann, da habe ich das Auto ein bisschen gewackelt. Und dann haben die gedacht, hier ist ein riesen Pitbull drin. Und dann habe ich dann, dann auch noch, ich habe so ein Dings, so eine Sache gebaut, das ist eigentlich Top Secret, habe ich da schon mal rausgeschrieben. Männerhupe angemacht, da sind sie weggelaufen. Alles klar. So, also Trick 17. Sehr schön. Also, ihr könntet euch ja noch eine 360-Grad-Kamera-Monitor hinten ins Schlafzimmer hängen. Habe ich schon gemacht. Hast du gemacht? Also ich habe die hier so umgebaut, dass ich die hinten auch noch sehen Auf kann. dem Fernseher. Genau, also per Funk alles nach hinten getragen. Klappt Alles das. klar. So, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Wir gehen jetzt mal was essen. Ist da echt was für mich dabei? Ja, natürlich. Dich, Bruder. Ey, alles Bruder für mich. Wenn ich das essen dürfte, Ja, natürlich. Ja, klar darfst du es essen. Du musst mir helfen. dann muss mir wieder neu einkaufen gehen, neu hoch. Und es gibt gleich noch Tzatziki. Ey, ich habe so Hunger, ich habe so Qualm, das ist unvorstellbar. Perfekt. So. Dann passt das doch gut. Vielen Dank auch, dass du hier warst. Und Zeig mir nochmal den geilen YouTube-Kanal, den Natürlich. mit dem nochmal, wie wird das ausgesprochen? Dat, didi, dat, dat. Es kann keiner finden. so auf die Art musst du das denken. Also, Ja, aber du irgendwas musst ja musst du- eintippen. Du kannst ja nicht sagen, hey Siri. Nee. Das musst du wahrscheinlich irgendwie dann markieren oder halt einblenden. Ne? Ja, mache ich. kann Also sich ich das mach's rein. merken. Wir haben Niemand. gesagt, mach doch was Leichteres. Nein. Haben wir nicht gewusst, wir haben da einfach so angefangen. Haben wir nicht gewusst, haben wir gedacht, machen wir doch irgendwas, was Machen wir mal, ne? niemand noch nicht mal eingeben kann. Ja. Kompliziert Ist ist cool, unsere Stadt, egal. glaube ich. Ja. Hi, German Television in the House. Also, bitte abonniert diesen Kanal, denn nur mit euren Abos wird es möglich sein, solche tollen Leute kennenzulernen wie Ali, und Özlem. Ali und Özlem, die zusammen mit ihren 2 Hunden die Welt erobern werden. Und geht auf den YouTube-Kanal, abonniert diesen tollen Kanal. Und ich bin wirklich unglaublich beeindruckt von diesem Mut zu leben. Also das ist das, was ganz viele nicht auf die Kette kriegen. Einfach mal die Reißleine zu werfen, den Anker zu werfen und zu sagen, ey, eigentlich haben wir genug Geld. Man könnte auch mal ein paar Sachen verkaufen. Klar, jetzt werden viele sagen, oh, 700.000 Euro für ein Auto, die hätte ich auch gerne. Aber es muss ja kein Empire-Liner sein, oder? genau. Ich rate es jedem zu, Sven. Ich kann nur den Leuten sagen, die sowas in Angriff haben und das immer wegschieben. Fangt auch mit Kleidern. Ich hätte auch mit Kleidern fangen können, je nachdem. Habt den Mut dazu und macht es einfach. Das ist so toll. Ja, kauft euch ein 11,5 Meter Auto mit 69 Schränken und nehmt, nee, Spaß beiseite. Aber ganz ehrlich, kleiner dürfte es auch nicht sein, oder? Also mit dem Auto finde ich schon mal geil, dass das mitnehmen kann. Ja, genau. Dann die beiden Hunde haben genug Platz. Eigentlich ist es ja auch gar nicht so groß. Und das Coole ist, ihr habt die Ressourcen. Man muss ja sagen, ihr habt jetzt die Kosten einmal investiert, aber eigentlich ist das Leben ja gar nicht so teuer. Also wenn du hier drin bist, wenn du überlegst, was du normal schon ausgibst. Ich weiß, in Amerika im Moment, da reden wir dann bei einer normalen Familie über $12.000 im Monat, die ausgeben, weil das Leben da so teuer geworden ist. Ihr seid ja auch in Ländern, wo es teilweise gar nicht so teuer ist, das Essen. Und Genau. Ja. Deswegen funktioniert das auch gut im Moment. Also wir sind auch positiv überrascht, wie gut das alles funktioniert. Und Es ist neues Land. der Faden ist verloren. Es ist Planung gewesen, wir haben viel geplant, aber es ist viel besser, wenn man sich alles auf sich zukommen lässt und einfach aufnimmt, was man aufnehmen kann. Und es ist nicht so teuer, es ist nicht, nein, nachdem, es kommt drauf an, wenn du natürlich nur Luxusdinger machen willst, aber eins will ich sagen am Ende, das ist echt das, was man mal gemacht haben muss. Also ich habe es vorher nicht so ernst genommen, mit dem hat man nie wahrgenommen, Camper. Aber kommt darauf an, was für Berufsleben man ist. Und mittlerweile sage ich, schade, dass wir es zu spät entdeckt haben. nee, ist nicht zu spät. Ich meine, du bist ja, So spät. du stehst ja noch mitten im Saft, ja, also ist alles in Ordnung. So, und dann vielen Dank fürs Einschalten. Ali und Özlem, Danke dir, heute Sven. am 4. Mai 2024, kurz vor der Morelo Open. Ciao, ciao. Tschüss.